Du hast tausende Euro für Schuhe ausgegeben und keiner hatte Plan, von was sie da zu tragen sind. Ich kann mich nur bereichern, indem ich was für meinen Kopf tue. Sneaker werden immer elementar bleiben. Fahren 2 G-Klassen vor. Naomi Campbell und Skepta setzen sich zu unseren Tisch. Ey, ich bin Quereinsteiger in alles gewesen. Alright, an der Stelle erstmal welcome back zum MT-Log Podcast. Sick, dass ihr wieder zuschaut und mithört. Und wenn ihr schon dabei seid und eingeschaltet habt, you know the deal. Leave a like, comment and subscribe. Und heute haben wir nämlich wieder einen richtig besonderen Gast für euch dabei. Wir sind uns das erste Mal beim Motocross begegnet und da hat er direkt gezeigt, was Phase ist, wenn man mit ihm unterwegs ist. Die Devise ist alles oder nichts und er lebt, was es zu leben gibt. Und ich habe keine Ahnung, wie er all die Sachen schafft, die er macht. Er hat vor kurzem mit seinem Team ein Fashion-Magazin gelauncht. Er ist Buyer und Marketing-Head vom Sneaker Store Overkill und direkt in der Nähe vom Schlesischen Tor in Kreuzberg ist er nun auch seit 2019 Prouder Founder und Managing Director vom Gate 194. Im Gate 194 kommt High Fashion, Kunst und Musik zusammen und es ist kurz gesagt einfach eine richtig geile Location mit geilen Pieces, sicke Brands, toppe Events und, und er bleibt einfach jemand, der seinen Taten für sich sprechen lässt. Er weiß es wahrscheinlich selbst nicht, aber inspiriert mich und uns, über unsere Limits zu gehen, einfach nur, weil er es selbst konstant tut und versucht dabei einfach alle mitzureißen. Please welcome today the one and only Micha. Yes, go! Ja, geil, dass du da bist, Digga. Freut mich auch. Danke, dass ihr hier seid. Krasses Setup und ja, krasse Worte. Hey, du sehr, sehr gerne. Ich glaube, Willkommen, Digga. Safe das Minimum, was man überhaupt sagen konnte zu dir. Gute Und, Research und sehr on point. Ich kann nur Props geben. Ich bin ein bisschen rot angelaufen. So, ja. Ich meine, was ich super, super krass finde bei dir ist einfach, dass ich jedes Mal, wenn ich mit dir in einer Interaktion bin, was jetzt noch nicht so wahnsinnig viel war, aber du verstehst immer die Dynamiken zwischen Leuten und hast so ein ganz, ganz krasses Auge dafür, wie man schnell du siehst, was Sache ist und wie etwas wachsen kann. Und ich finde das bei dir sehr, sehr crazy, weil ich weiß nicht, was es genau ist, aber du reist dann genau mit dieser Attitude, so richtig viele Leute immer mit dir mit. Und das macht dich selbst natürlich zum aktiven so, yo, ich muss jetzt hier alles machen und bin hier die ganze Zeit überall aktiv und so. Aber gleichzeitig versuchst du die ganzen anderen immer mitzureißen. Jo, ich meine, du hast so viele Sachen, die du gerade machst. Ja. Wie kommt's, dass du all die Sachen gleichzeitig schaffst? Gib uns vielleicht mal so einen kleinen Rundown von deinem Tag. So wie sieht der aus? Was passiert da alles? Sehr divers. Also erstmal, das klingt alles voll schön, aber ich habe auch sehr viele Opfer dafür aufgebracht, ne? Und auch sehr viele Brücken verbrannt. Und das reflektieren zu können, hat auch eine lange Zeit gebraucht. Und ich bin da selber noch in einem Prozess, wo ich sage, das Machersein ist eine Sache, aber die Menschlichkeit irgendwie zurückzugewinnen, die ich auch eine Zeit lang irgendwie aus den Augen verloren hatte, ist auch ein ganz harter Kampf, den ich mir selber immer irgendwie stelle. Basierend darauf, dass ich Freundschaften kaputt gemacht habe, Leute auch hinter mir lassen musste. Also es ist nicht nur einfach so, okay, ich versuche immer jeden mitzuziehen. Man bringt da auf jeden Fall aber auch Opfer. Und manchmal sind es die Opfer auch nicht wert. Man kann es dann nicht mehr rückgängig machen, aber manchmal ist es halt einfach nicht so leicht. Ne? Ja. Was sind die Opfer? Ja, ich glaube, am schmerzhaften sind so Freundschaften, weil ich habe in der Zeit, ich sag mal jetzt die letzten aktiven 10 Jahre, wo ich wirklich verstanden habe, dass man sich selber irgendwie vorwärts bringen kann, muss und das nur von einem selber kommt. Sehr viele aus meinem Freundeskreis gezogen, viele Leute mitgezogen. Dadurch wurde Business, durch das Business kamen Anforderungen. Diese Anforderungen waren für mich okay, aber absolut ungesund für einen... Für jemanden, der nur aus Freundschaft dabei war. Genau, und für jemanden, der vielleicht auch nicht aus der Industrie kommt, Ja, die Abläufe nicht kennt. Und ich bin jemand, der kann nicht gut Sachen simpel erklären. Also ich sag so, ey, das ist die Anforderung und find mal deinen Weg. Ich kann dir aber nicht erklären, wie du da hinkommst. Die Zeit habe ich irgendwie nicht. Also ich bin nicht der beste Lehrer. So, ich kann also ich kann bestimmt viel weitergeben, aber meine Geduld, meine Zeit ist so beschränkt, dass es oft dann zu Spannung führt oder halt zu Missverständnissen kommt. So, ne? Dass ich dann halt den Anspruch, den ich an mich selber habe oder an das Projekt, egal was es ist, auf andere übertrage, obwohl es einfach nicht menschlich ist. Ne? Ich kann von niemandem erwarten, dass er sein Privatleben aufopfert, mehr als 9 to 5 macht oder es sind immer so Kleinigkeiten. Weißt du, es gibt keinen Rahmen für mich und da
kann ich auch schon, glaube ich, die Brücke ganz gut schließen. Was ist, wenn du, ich meine, du sagst, du versuchst auch viele Leute aus deinen Kreisen mitzunehmen. Voll. Und genau, ich meine, genau da ist ja auch dann so eine krasse Bridge zwischen so professionellem Live und dann privatem Live und man bridgt irgendwie beides zusammen. Ja. Und natürlich, man kann nicht immer die krassen Erwartungen stellen von so, okay, du lass uns einen gesamten Tag drauf arbeiten und nach der Arbeit einfach noch weitermachen und noch weitermachen. Weil wenn man dann mit den Freundschaften da ist, dann geht es wahrscheinlich in die Brüche, wenn eben genau solche Sachen dann passieren, wenn dann viel erwartet und gefordert wird und so. Voll. Und dann das Private dann auf einmal wirklich Business-Kontext wird. Und dann entstehen halt ganz andere Reibereien so. Safe. Ich hatte da die wildesten Konstellationen. Ich bin mit einem guten Homie zusammengezogen. Wir haben zusammen gearbeitet. Wir waren in der WG. Wir haben in der Freizeit alles zusammen gemacht. Dann hat es mal auf Arbeit nicht geklappt. Dann hat man das nach Hause genommen. So. Dann war die Spannung da und die Spannung kriegst du nicht mehr raus. Die Spannung kriegst du nur raus, wenn du irgendwo das Ventil öffnest. Und dann ist es, okay, man trennt sich geschäftlich oder man trennt sich so WG-Lifestyle. Dadurch geht aber die Freundschaft wieder. Kommt die Freundschaft kürzer. Wie gesagt, sehr komplexe Themen. Ich wollte es nur nicht. Es ist schön, dass es nach außen hin so wirkt, dass es alles voll Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ist es nicht. Und das ist für mich immer noch ein ganz großer Prozess. So, ne? Ich habe, um da negative Seiten aufzubringen, so, ich habe lange Zeit meine Family so ein bisschen vernachlässigt. Ich komme ja aus dem Süden so. Meine Mom ist alleine im Süden so. Die kümmert sich um unser Haus so. Das ist alles cool. Die hat jetzt wieder einen Freund. Bridge ich später noch rein. Meine beste Freundin wohnt auch im Süden so. Mein Patenkind ist unten und das kommt halt zu kurz. So, weißt du, ich bin nicht der. Ich kenne viele, die halt voll die enge Bindung haben, wo jeden Tag Kontakt mit besten Freundin, Mutti irgendwie am Start ist. So, manchmal schreibe ich meiner Mom 2 Wochen nicht so und die fragt nur so, ey, ist alles okay? So, ich habe, das ist auch so eine lustige Anekdote. Ich habe meiner Mom einen Instagram-Account gemacht, damit sie meine Stories gucken kann, damit sie sieht, was ich mache. So einfach same mit meiner Oma. So, weißt du, Neue Probleme, neue Lösungen. So, auch wenn es so, das ist halt voll generic und das ist vielleicht auch nicht die feinste Art, aber das ist zumindest eine Möglichkeit, so zu symbolisieren, ey, ich bin ganze Zeit am Machen, so wenn es brennt, dann melde ich mich, dann weiß ich habe immer Backup, jemand rettet immer meinen Arsch. Zum Glück muss man jetzt nicht mehr so meinen Arsch retten, wie man ihn damals retten musste, weil ich habe auch wilde Zeiten hinter mir. Aber ja, um auf die ursprüngliche Frage, glaube ich, zurückzukommen, was ich mache und wie ich es mache. Ich glaube, aktuell sind so meine Hauptsteckenpferde. Act 6 ist so mein neuestes Baby. In dem Zusammenhang habe ich eine GmbH gegründet, weil das so ein Agenturcharakter, glaube ich, bekommt irgendwann. Wir gucken gerade nach einem Verlag dafür, weil ich nicht alles selber machen kann. Ich habe jetzt Produktion alles so eigenständig gestellt. Act 6 ist das Fashion-Magazin. Genau, ist das Fashion-Magazin, ja. genau. Ist aber auch so ein Community-Hub. Ich habe ja damals Ende 2014 Straßenmodekultur gegründet, so das Pendant zu VBG. So VBG hat sich ja voll lang gehalten, so da war halt noch der Selling-Faktor voll wichtig, dass das halt so am Leben gehalten hat. Wir haben halt nur Kontext, Inhalt, Knowledge-Sharing Fokus gehabt. So, ne? Daraus wurde dann auch ein Magazin, das kam monatlich raus. Wir haben über 52 Ausgaben rausgebracht. So, wir waren irgendwie teilweise mit Jens Burmeister, Head auf Marketing von Overkill jetzt zwischenzeitlich, Shoutout. Mit dem haben wir das irgendwie 2-3 Jahre gestemmt. Dann haben wir auch so eine GbR gegründet gehabt. Dann waren die ersten größeren Sportswear-Brands wie Puma, Nike langsam auf dem Trend von wegen Community. Man muss da irgendwie Seeds planten, damit man halt irgendwie Relevanz hat. Das haben die aus UK viel übernommen. Basement war damals so der Vorreiter, glaube ich, davon. Dann haben wir Kampagnen für Puma geschossen, Kampagnen für Nike gemacht, so. Dann kam auch der Draht immer mehr nach Berlin, das war so 2015, 16 und dann bin ich irgendwann zu Overkill gekommen und Gate ist ins Rollen gekommen. Ja, Straßenmodekultur ist auf jeden Fall so die V1, Act 6 ist die Weiterführung davon für die New Wave, so gesehen, weil dieses Lifestyle, Mode, Musik, Entertainment heutzutage ganz anders wahrgenommen wird als für die Old Gen, die wir damals bedient hatten. Was glaubst du, was ist der Unterschied? Viel mehr Offenheit. Also Akzeptanz, Interesse. Das Einzige, wo wir so einen kleinen Bruch haben, ich liebe halt Print. Ich liebe halt, was Physikalisches in der Hand zu halten. Das ist, glaube ich, für viele Young Guns nicht Standard.
macht es aber auch wieder irgendwie zu einem Collectible. Weißt du, so du hast so, du machst es auf, So es ist Actionfiguren-mäßig, ästhetisch ja. voll geil. Ja. Wenn du Bock drauf hast, wenn nicht, liegt es einfach auf dem Tisch und die Cover sind alle so relativ gut. Ich will jetzt nicht zu mich selber loben, ne? Oder Lou, die das ganze Design macht. Ja. Auch Shoutout hier an sie. Also Genau. du hast auch ein ganzes Team. Genau, wir sind ja, im Act Magazin. 6 sind 6 Leute, darauf 6, basiert ja. es auch so. Das ist eine Hommage an die Antwerpen Six. Das war ja das nice. Design-Kollektiv aus Belgien, Antwerpen. Und auf der Basis haben wir gesagt, hey, wir sind auch alles sehr verschiedene Characters. So, ich und Lou haben das ins Leben gerufen. Ich bin auf Lou zugegangen, weil sie ja den Blog, Instagram-Page Haute Berlin hat. Das ist Okay. auch so eine Ja. News-Seite, wo sich halt mit Fashion, wirklich Couture-Fashion auch viel auseinandersetzt, aber auch viel hinterfragt so. Und ich habe es voll gefeiert und dann habe ich ihr gesagt, ey, hör mal zu, hast du nicht Bock, das, was ich damals gemacht habe, weiterzuführen? Und dann haben wir aus unserem Umfeld auch noch weitere von der HTW, also Studierende einfach teilweise geholt und ein Atze ist aus Österreich, der andere kommt aus ist jetzt in München. Bene, tut mir leid, ich weiß nicht, wo du wohnst. Auf jeden Fall, dann ist noch Lenny dabei, Julius, der Freund von Lou. Ja. Und Marlon, und das sind sechs Geil. geile Leute und ich bin sehr stolz auf das Team, ist auch sehr jung, ich glaube 21, 22 ist der Durchschnitt so, Ey, und das die ist sind auch halt voll drin so. Sick, Mann. Und es ist halt auch so Empowerment einfach so, Ja. ne? Ich kann viele Türen öffnen, aber ich brauche genauso die helfenden Hände und das Knowledge und die Sicht auf Dinge. Wir hatten es ja vorher im Pre-Talk schon Ja, irgendwie Mann. angeschnitten. Ab wann verliert man den Anschluss und ab So wann an, ist es an so den Zeitgeist, Genau, was gerade Zeitgeist. so abgeht. Ja. genau. Und das ist für mich auch einfach so ein Hilfe, so wie sage ich das, einfach die Möglichkeit, was zurückzugeben, aber auch was zurückzubekommen. Mann. So, ne? Einfach konstantes Geben und Nehmen. So Genau, in dem, ganz in dem Zeit Aspekt so. Und einfach. Ja. grundsätzlich mein Credo ist immer, alles, was ich gebe, gebe ich von mir aus, ohne was zurückzuverlangen. Wenn ich was zurückbekomme, cool, Geil. aber ich habe keine Ja. Erwartungshaltung, Ja. weil dann kannst du nie enttäuscht werden. Wenn es morgen nicht mehr hinhaut, dann haut es nicht mehr hin. Dann haben wir bis Punkt XY gearbeitet oder was erschaffen. Man kann immer positiv zurückblicken, ohne dass man selber halt so einen Bruch hat. So, weißt du? Und das Magazin kommt alle 6 Monate raus? 6 Monate, genau. Ich glaube, jetzt der nächste Drop haben wir jetzt irgendwie auf die Fashion Week jetzt im Januar gelegt. So, wir sind gerade in der finalen heißen Phase. Die letzten Texte werden geschrieben. Lou ist ganz wild am Design und so. Ich kümmere mich jetzt gerade um die Verlagssachen. Ich habe jetzt, dafür muss ich weiter ausholen. Dann Ja, kommen wir gerne, auch gerne. von Act 6 dann. Ich habe eine GmbH dazu gegründet, weil Content Production, Merch um das Ganze. Merch um die ganzen Frame rum will ich auch machen. Wir haben zum Magazin auch gleich irgendwie eigene Rohlinge mit eigenen Schnittmustern fertigen lassen. Muss man heutzutage nicht mehr machen, aber zu der Bridge, zu Gate und den eigenen Anspruch haben wir in Portugal fertigen lassen. So, das ist alles made in Europe. Das ist uns auch wichtig. Vielleicht werden wir mal shiften in die Türkei, weil die Zulieferwege da noch Kostenersparnis irgendwie mit sich bringen. Ist alles so auch monetär, ne? Ich strecke alles vor. Ich habe mal kurz 20.000 da reingehauen, ohne dass ich halt einen Point of also ich weiß nicht, wann mein Investment überhaupt rausgeht, aber drauf geschissen erstmal, weißt du, so, Einfach wenn du an das rangehst und damit gleich Cash machen willst, es zum Scheitern verurteilt. Dann brauchst du so. gar nicht anfangen. So. Das sage ich halt auch so. Und ich glaube, jetzt habe ich die Mittel dazu und dann sage ich so, ey, da sind krasse Youngsters dabei, die so viel lernen können und das ist schon all das Geld wert, so, weißt du. Genau, die GmbH habe aber ich selber gegründet. Da habe ich jetzt meinen ersten Angestellten Teilzeit, der mich halt einfach entlastet bei all den Sachen. So, ob das jetzt Research ist, ob das die Sachen verpacken ist. Ich verbinde es ein bisschen. Das Act 6 ist so eine Tochter von der GmbH, aber auch irgendwie ausgeklammert. Aber alle organisatorischen Prozesse, die halt mit Fakturierung und allem Möglichen zu tun hat, handle ich halt darüber. Und da kann ich sagen, okay, dafür brauche ich jemanden, das kann ich nicht mehr selber machen. Ich habe es am Anfang selber gemacht. Ich habe irgendwie 250 Magazine verschickt, so mitten in der Nacht, so noch. Ich muss erstmal Shopify, die Anbindung, zum Glück habe ich Julius, der hat das hinbekommen, aber Labels drucken, bla bla bla. Weißt du, so, das ist halt einfach Film. Genau, GmbH ist eine Sache. Vielleicht sogar noch mal ganz kurz so zu dem Punkt noch mal so ein ganz kleines Stück zurück. Ja, sorry. Weil ich finde es richtig geil. Also Act 6, lass uns da gerne auch gleich noch mal richtig tief reingehen. Sorry. Gar kein Problem. Also gar kein Problem. Weil ich finde es super interessant, wie du überhaupt erst zu diesem Punkt gekommen bist. Weil du bist jetzt im Overkill,
im Gate, Ja. bei X6 dabei. Hast wahrscheinlich noch andere Sachen, die im Kopf rumschwirren. Ja, 100%. Und genau, wie kam es überhaupt erst dazu, dass du diese Steps gemacht hast? Wie kam es, dass du bei Overkill angefangen hast? Wie kam es, dass du dann weitergegangen Dann bist? rolle ich chronologisch von hinten nach Sehr, vorne sehr gerne. auf. Ich muss da kurz mal Eigenwerbung machen. Das Ja. werde ich nochmal vertiefen, weil Gib. wahrscheinlich, wenn das hier rauskommt, gibt es meinen eigenen YouTube-Channel auch schon. Da werde ich noch ganz tief in die einzelnen Epochen oder Parts von meinem Leben drauf eingehen. Aber ich rolle es mal im Schnelldurchgang auf. Ich bin mit 18 ausgezogen, bin nach Leonberg, habe meine Ausbildung als IT-Systemkaufmann angefangen, habe die nicht fertigstellen können, weil der Betrieb insolvent gegangen ist nach meinem zweiten Lehrjahr. Hätte dann weitermachen können, war mir aber ein bisschen zu wirtschaftlich. Habe dann Fachinformatiker angefangen, die Ausbildung fertig gemacht. Da war ich dann schon in Stuttgart. In der Zwischenzeit bis so 2013, 14 habe ich ganz normal meinen IT-Stuff gemacht, habe relativ früh den Bezug zu Sneakern gehabt, habe irgendwie 2008 angefangen mit meinem ersten Ausbildungsgehalt mir dann meine Lieblingssneaker zu kaufen. Das ist so die typische Geschichte. Ich glaube, jeder Sammler erzählt den gleichen Scheiß. Meine Mom hat mir die Schuhe nicht gekauft, als ich 12 war, aber jeder auf dem Schulhof hatte die. So war es bei mir auch. Deswegen habe ich jetzt einen Sneaker-Store. Alibi-mäßig. Nein, muss ich auch noch dazu sagen, arbeitet nie für das, was ihr liebt, weil ihr verliert die Liebe zu eurem Hobby. So, ich habe gar keinen Bezug mehr zu Turnschuhen. Ich kaufe mir die, weil das so ein Mechanismus in meinem Kackschädel ist, aber da ist kein Bezug mehr dazu. Ich habe noch 200, 300 Paar Air Max 1. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen Air Max 1 getragen habe. So. Und das war der Ursprung. Ich habe einen Air Max 1 tätowiert. Würdest du das darüber stellen, für etwas zu arbeiten, was man nicht liebt? Also, weil du verlierst ein Hobby vielleicht, aber du arbeitest jeden Tag an etwas, wo du wirklich Drive Genau, aber der Drive geht auch verloren. Ich habe shiften müssen. Bei mir ist es, aber das ist auch so eine Entwicklung. Guck mal, das ist auch, glaube ich, so, das ist auch so ein dummes Klischee, aber ich kann das von dem Zeitstrang, ich schweife immer voll ab, aber das ist eigentlich voll das geile Thema so, ne? Ich bin mit Sneaker eingestiegen, irgendwann kam dann Streetwear, dann kam Fashion, jetzt kommt Interior, Kunst, und ich glaube, das ist der Werdegang von jedem, der so aus dieser Generation kommt. Ne? Entweder interessierst du dich von Anfang an für Kunst, weil es in die Wiege gelegt wurde, weil du halt einfach sehr früh Interesse hattest, dann gehst du einen Bildungsweg, der dann Kunst, Design, Architektur, und du bildest dich halt in die Richtung weiter. Das ist dann schon so ein Lifestyle, wo du schon ein bisschen so Etikette hast, so, ne, Knicke, bla bla bla, so, ne, einfach so den feineren Weg einschlägst. Und wenn du halt so ein Young Gun wie ich bist oder warst, dann war das so, oh, Sneaker sind cool, oh, da gibt's was drüber hinaus. Wir waren dumme Straßenkids, so, ne, ich habe mir die Birne damals rausgekifft, so, ich hatte gar keinen Horizont, so. Ich habe viel Bullshit gebaut. Ich habe mal mit 12 einen Pennymarkt angezündet und so, weißt du, so Wild so. Gut, dass schon verjährt ist. Weil Genau, wir wurden hops genommen, wir haben uns selber gestellt. Okay. Wo das dritte Feuerwehrauto am Entenpark vorbeigefahren ist, da wussten wir, okay, das ist vielleicht nicht ganz so cool, wenn wir da den Flitzer machen. So. Kommen wir irgendwann vielleicht nochmal drauf, wenn wir die Jugend von mir aufrollen, unabhängig davon. So, Fachinformatiker Ausbildung fertig gemacht, in das Sneaker-Game reingerutscht, dann in Stuttgart beim Super meine ersten Campouts mitgemacht, 3 Nächte vom Laden gepennt, so abgehangen, so, aber auch immer nicht so crackmäßig, sondern wir haben immer gefeiert, so, weißt du, ich bin immer Lebemann gewesen, ich habe nie mein Limit gekannt, ich habe immer Vollgas gegeben. Und so hat man dann habe ich voll für meinen besten Freund aus Stuttgart, Kevin, habe ich dadurch kennengelernt, so, wir sind jetzt, uns verbindet mittlerweile voll viel so, da sind voll viele geile Sachen entstanden und kurz fast forward, das gibt es in dieser Sneaker-Community heute weniger, voll schade, weil es halt so kein Campout generell ist es voll generic gewesen. Es ist so, das ist eine Money-Making-Machine, das ist keine Leidenschaft mehr dahinter. Es gibt nur noch wenige, die damit halt wirklich Leidenschaft, Austausch, Tauschen, Knowledge verbinden, sondern, das ist mein Statussymbol. So. Und das war es für uns halt nie. Okay, wir waren cooler als alle anderen, weil, wir haben halt wilde Schuhe, die sind limitiert, wir haben dafür geschlafen, andere haben gesagt, was seid ihr für Hängengebliebene? Und für uns war es halt so, okay, wir haben uns abgehoben, aber wir verbinden damit was. Das gibt es heutzutage weniger. Ich hoffe, das entwickelt sich wieder in der Richtung. Gibt es jetzt dafür im Fashion-Bereich. Vielleicht haben sich meine Interessen auch verändert, aber ich glaube, meine Wahrnehmung ist da, glaube ich, relativ reflektiert. So, Sneaker, dann bei Froggy, also beim Superstore, immer wieder gecampt. Dann war so 2014, dann ist mein Stiefdad, aber eigentlich mein Dad, verstorben so. Und dann war ich so voll früh 48 Herzinfarkt, topfit gewesen. So, weißt du, war halt einfach so
okay, Krass, reingeschissen. Ja, Einfach so Highlight. reingeschissen und es war so, ich habe erstmal das Ganze dann kompensiert. Ich habe ein Jahr ganze Zeit gedacht, so okay, ich muss das jetzt für meinen Dad machen. Ich habe noch mehr Gas gegeben, dann kam Straßenmodekultur, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich schmeiß IT zur Seite, habe bei Froggy gefragt, ob ich dort arbeiten kann, weil Sneaker und Streetwear war halt so meins. Ich habe gesagt, okay, let's go all in, weil das ist gerade genau das, was ich machen will. So. Dann habe ich noch so in der Zeit, wo Straßenmodekultur so angefangen hat, mit dem Mitgründer, damals habe ich gesagt, ey, wir machen das groß und ich werde irgendwann einen Laden aufmachen. Und der hat nie an das Projekt so geglaubt, wie ich dran geglaubt habe. Und das heißt, so, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann muss ich das halt erreichen. So. Kam schneller als erwartet so, hätte ich selber nicht damit gerechnet, aber hätte es so sein sollen irgendwie. Genau, IT hingeworfen. Ich habe in der Zeit fotografiert, mein Dad hat voll viel fotografiert, der hat mir irgendwann 2012 auch eine Kamera geschenkt, dann hatte ich meine erste Canon 650D, dann kam das Sneaker, dann kam Instagram, dann kam Sneaker Shots, dann kam What's on my feed, dann war... Okay, dann ist der Genau. Stein ins Rollen gekommen. Genau, so Geil. dann habe ich die ersten Anfragen für Fotografie bekommen, dann konnte ich halt damals 2014, 15 schon bei Froggy sagen, ey, ich fotografiere auch, die Jungs kannten mich alle. Mark hat mich dann, also CEO von Overkill, mein Geschäftspartner jetzt so gesehen, hat mich damals auch schon auf dem Schirm dann gehabt. Wir waren immer auf Messen, dann haben wir halt so Meetups gemacht, weil da gab es die ganzen Sneaker-Gruppen wie Sneakerholics und was auch immer und dann hat man sich verabredet und dann hatte jeder seine Kamera dabei und dann habe ich meistens schon mein Laptop dabei gehabt. Am Abend haben die Youngsters oder meine Freunde dann ihre Bilder schon gehabt, dann haben die das gepostet, geretaggt, dann sind die Follower nach oben gegangen, dann war ich irgendwann mal bei 8.000, 9.000 Follower. Das ist ja auch wieder runtergegangen und was sind Follower so. Aber so, dann hattest du dein Standing. Dann war Micha auf einmal so mit IT-Background. Ich habe viele WordPress-Pages noch nebenher gebaut. Ich habe Fotojobs bekommen. Ich habe für Kicks lange Zeit Kampagnenbilder gemacht. Ich habe Anfragen vom Sneaker Freaker bekommen und habe dann halt bei Froggy den Kids Store irgendwann geleitet. Der hatte Super Kids, das waren nur Sneaker für Kids. Und da war gar nicht so viel Frequenz. Das heißt, ich saß im Laden, es war ein kleiner Laden, ich war meistens alleine so. Ich habe ab und zu halt irgendeine Milf, im besten Fall sah sie gut aus, bedient so. Was ein Leben. Und nebenher habe ich halt dann mit meinem Laptop gesessen und konnte halt die Gruppe voll gut managen. Ja. Und dann hat sich darum ein Team gebildet. Und dann kam das Magazin Straßenmodekultur, dann die Agentur, dann war ich öfters in Berlin, darüber haben wir ja schon geredet. Und irgendwann habe ich dann bei Mark angedockt oder ehemals noch Rebecca, Head of Marketing damals, gesagt, ey, ich habe Bock nach Berlin zu kommen. Wollen wir nicht was machen? Ja. Und dann hat sie mal den Weg geebnet, dann habe ich mich mit Mark zusammengesessen, dann habe ich zu ihm gesagt, ey, aber ich komme nur mit Jens. Dann konnte Jens auch, der war damals in nicht Hannover, egal, aus irgendeiner Stadt, in die Richtung. Und habe gesagt, ey, ich würde ihn gern mitnehmen. Ja. Oder er hat auch Bock drauf, kriegen wir uns zusammen unter. Gut, Jens, Marketing, Micha, Fotograf bei Overkill. Mark nach 2 Monaten gesagt, Bruder, nimm's mir nicht übel, du hast so viel mehr Potenzial, lass mal gucken, wo deine Reise hingeht. Weil er hat ja schon damals gemerkt, Straßenmodekultur war dann so ein Ding. Ich habe voll viel gelernt über Streetwear, dann auch Fashion, so Nachhaltigkeit. Wir hatten so Denim-Lover, die halt ihre Hose in die Gefriertruhe tun, weißt du. Und dann gab es Treats und wir haben im Magazin ganz viel eben aufgearbeitet. Durch das Magazin habe ich mir selber voll viel angeeignet, weil ey, ich bin Quereinsteiger in alles gewesen. So, ne? Ich war halt irgendein verjunkter Sneaker-Collector, der halt gar keine Ahnung davon hat. Ich konnte gut zocken, gut kiffen und hatte ein bisschen was mit Lifestyle zu tun. Ich habe Musik immer geliebt, darauf komme ich dann im weiteren Verlauf vielleicht noch drauf zurück. Aber da war erstmal keine Base, so weißt du, und das kam über die Jahre. Und dann hat man sich das erarbeitet, dann ist es auch genauso in der Sneaker-Community. Micha hat auf einmal Air Max 1 gepostet, der hat alle Banduri, Hold Tight, Pata, bla 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 auf einmal gehabt und ich habe mir das erstmal mit Geld rangeholt, so, woher das Geld kommt, ist auch egal, aber auf einmal war halt was da und auf einmal ist Micha da, aber keiner hat gegönnt, weil keiner kannte den, der flext halt einfach, der kam auch nicht vom traditionellen Weg. So, genau, ne? gar nicht. Der ist einfach da gewesen. So, Instagram hat es möglich gemacht und der muss sich erstmal beweisen. So, auch was wir vorher geredet haben, damals waren Generationen noch anders. So, wenn du eine Klasse drunter warst, da war immer so, das sind die Youngsters, mit denen haben wir nichts zu tun. So, ne? Ja. Und weil mich das immer schon so angekotzt hat, habe ich halt gesagt, ey, ich will das Community-Ding. Ich rede immer von Community, aber ich bin auch einer der wenigen, der immer dafür kämpft, dass Community ist und dass man sich das nicht als
Door-Opener nimmt und für sich selber profitiert. So, ich habe alles, jetzt habe ich alles, was ich haben wollte. So, alles, was ich mache, ist halt für mein Umfeld. So, ich bin aktuell erfüllt. Privat gibt es vielleicht noch ein paar Baustellen, so Beziehung, Krise, Wohnsituation nicht optimal, liegt aber an mir, weil ich mir was kaufen will. So, aber an sich bin vollkommen mit mir im Reinen. Ich habe alles gerade gezogen, was ich gerade ziehen musste. Ich habe alle Altlasten abgelegt. Ich kann jetzt was abgeben, weitergeben und halt irgendwie Leute mitziehen. Und deswegen ist es für mich auch so selbstverständlich. Viele hadern halt voll mit sich selber und versuchen das, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich sage halt, ey, fickt euch alle, wenn ihr mich nicht mögt. So. Ich eck auch oft an. So. Ich bin immer noch übelst der komplizierte Charakter. So. Aber ich versuche halt zu Du eckst einfach an, weil du deine Meinung preisgibst. Also ich bin halt kein Ja-Sager. Ne? Wenn mir das nicht passt, dann bin ich habe ich so ein bisschen autistische Züge, weil ich nicht weiß, wie man Sachen verpackt. So. Ich sage halt, yo, ist Müll, statt möchtest du das nicht vielleicht ein bisschen anders machen, weißt du so? Aber das ist, ich lerne auch und das ist auch cool so. Und Schwächen soll jeder haben. So, ne? Safe. Perfektionismus ist das Giftigste, was es, glaube ich, gibt. Das bringt einen nur zum Brechen. So. Aber wo kommt die ganze Power her, die du die ganze Zeit, ich meine, du back to back kommt die ganze Zeit irgendetwas. Und du bist so, anscheinend selbst seit der Zeit von Stuttgart, dann nach Berlin so, jede Möglichkeit, du nutzt einfach jede Möglichkeit für dich selbst und für die nächsten Step. Voll, ich glaube, ich bin, der Verlust von meinem Dad hat viel dazu beigetragen, weil ich, ist auch ein bisschen ein emotionales Thema für mich, aber der Mensch wollte nur das Beste für mich und ich habe immer reingeschissen. Weißt du, ich habe nie das gemacht, obwohl meine Eltern mir immer das Beste mitgeben konnten. Und das verpassen und die Möglichkeit nicht nutzen, die Menschen, die dir Leben geschenkt haben, irgendwie glücklich zu machen oder Bestätigung zurückzugeben, das hat bei mir, glaube ich, so einen Schalter umgelegt, dass ich dafür halt kämpft, dass ich jede Chance irgendwie nutzen muss und was Positives draus ziehen muss. Und deswegen greife ich auch alles so. Ne? Ich sage halt so, ey, morgen kann es vorbei sein. Ich weiß es nicht so. Weißt du, bei meinem Lifestyle noch viel weniger. Deswegen, ich glaube, das ist der Drive. Und dann ist es so, ich habe zum Glück viele Hobbys. Oder ich bin ein Mensch, der sich mit viel auseinandersetzt. So, ne? Ich glaube, das Schlimmste ist, hobbylos zu sein. So, du verendest einfach so. Ich kann mir das nicht vorstellen. So, ich bin voll rastlos. Ich muss immer was machen. Ich will immer was machen. Wenn ich mir vorstelle, es gibt halt irgendwie Menschen, die nach der Arbeit heimkommen, Fernseh gucken, sich mit irgendeinem Müll berieseln lassen. Was nicht heißt, ich mache das nicht. Ich bin der größte YouTube- und Stream-Junkie. Ich gucke Knossi hoch und runter. Leute denken, Alter, was ich für eine Macke habe, Bruder. Aber das ist so mein Ventil, weißt du? Ich mache halt irgendwie 14 Stunden am Tag was. Ich sollte 8 Stunden schlafen, schlafe dann 4, aber habe noch so 4 Stunden Reizüberflutung und das gibt mir Energie. Und du verpasst nie, was der nächste Step ist, weil im Internet, in dieser YouTube-Streamer-Szene, egal ob international oder national, kriegst du auch viel Input. So. Das entwickelt sich so schnell. Du kriegst hier mal ein bisschen Mode, hier mal ein bisschen Lifestyle, da mal ein bisschen Technik. Das ist alles so, was mich interessiert. Und grundsätzlich, ich bin theoretisch simpler Mann. Technik, Internet, digital, voll meins. Autos, Motorräder, voll meins. Mode, meins. Musik, meins. Da fehlt aber jetzt noch Bier. Ja, Bier müssen wir noch mal nachverhandeln. Ich hatte meine Bierphase, aber ich glaube, ich habe so Jahresgetränke, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe sehr lange Gin Tonic getrunken. Jetzt ist es gerade Crack, Eistee, Wodka. Also oder Apfelschorle, Apfelsaft, naturtrüb mit Wodka auch. Geil, ja. Und dann hatte ich meine Despo-Phase, meine Smirnoff-Eis-Phase. Wenn ich jetzt in L.A. weiß, ich komme an und hole mir erstmal so ein kaltes Smirnoff-Eis und ziehe das erstmal runter und dann gehe ich zu In-N-Out. So, weißt du, so, es gibt schon so Schemen von mir. Und du hast auch schon gerade erwähnt, also ich meine, jetzt gerade ist so, dass du die ganzen Hobbys, die du jetzt hast, du hast ja gerade alle aufgezählt, also ist der Platz immer für noch neue Sachen, die so mal reinkommen? Ja, oder bist du eher so, okay, diese Hobbys, die ich jetzt hier habe und die mache ich jetzt Vollgas? Ich meine, wir beide haben uns beim Motocross auch kennengelernt, es war richtig sick, hat richtig Spaß gemacht. Ja, müssen wir auch unbedingt wieder wiederholen. Leider haben wir es dieses Jahr nicht hinbekommen, aber nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr. Aber das fand ich auch voll geil, weil du hast einfach auf deinen Socials einfach geteilt, so hey, Leute, wer hat Bock, so komm einfach, let's go. Also nicht nur gepreacht, sondern auch wirklich das gemacht. Ja, 100%. Und ich ziehe da auch jeden mit. So, ich sage halt so, ey, das ist genau das. So, auch wenn mal jemand einfach gar nichts mit seiner Zeit anzufangen weiß, nicht auf dich bezogen, aber generell halt einfach so,
probier halt was Neues aus und ich bin der Letzte, der ausschließt. So, ne? Wenn wir menschlich nicht klarkommen, okay, dann haben wir es versucht, dann wissen wir, wir gehen getrennte Wege, so, du hast was Neues ausprobiert, ich habe wieder eine neue Facette von einem Mensch oder einen Typ Mensch kennengelernt. Menschenkenntnis ist für mich auch voll wichtig, so. Aber du hast es probiert, so. Ja, deswegen, für mich gibt es nichts, was ich nicht machen würde. Ich glaube, ich habe auch wenig Ängste. Das ist auch so, ich hab alles aufgegeben, ich hatte das sicherste Jobkonstrukt, Lebenskonstrukt, IT ist jetzt noch 2014. mehr wert. Also, ich hätte durchspielen können, ich hätte jetzt ein Jahresgehalt von 150.000, 160.000 Euro ohne Probleme. Ich habe Speichersysteme installiert und programmiert, so. Das ist jetzt das A und O. Cloud ist jetzt der Shit und das hat damals laufen, also dadurch habe ich laufen, also genau. Und ich habe gesagt, fickt euch, das ist mein Leben nicht wert, weil ich nicht 100%ig dahinter stehe. So, und ich kann da auch jedem draußen preachen, auch wenn das sich so gepreacht anhört. Riskiert einen Schritt mehr, als ihr euch selber einfach zutraut. Auch wenn das schon der Schritt ist, der für euch schon viel bedeutet, macht noch einen mehr. So, ne? Einfach die ganze Zeit in diesem Uncomfort. Genau, also Safe Space ist halt wichtig, aber Comfort Zone ist immer Rückschritt. Ja. So, ne? Du ruhst dich halt aus. Ne? Ich will gar nicht in so eine Mental-Richtung gehen, weil da bin ich der Falsche. So, ne? Da gibt es bestimmt ganz viele Sachen, die einen aufhalten. Ich bin zum Glück davon nicht betroffen und ich hoffe, dass jeder seinen Weg findet, um mit sich selber irgendwie ins Reine zu kommen und nach vorne laufen zu können. Ja. Bei mir war jeder Verlust, jeder Schmerz immer ein Schritt nach vorne. Also ich konnte Negatives immer zu was Positivem umwandeln. So. Und das ist, glaube ich, mein Glück, das ich habe. Ich bin aber teilweise, weil ich so ein großes Bild sehe, für Kleinigkeiten auch relativ empathielos. So, weißt du, ich sag halt so, ey, heul mal nicht wegen XY rum, so, es gibt Leute, die haben halt viel mehr gefressen, so. Ja. Aber das ist auch ein bisschen judgmental. Safe, das kann auch gefährlich werden, wenn man alles relativiert. Genau. Aber und deswegen will ich da auch gar nicht, ne, nimm das nicht falsch auf, so, ne, jeder hat seine Struggle und die sind alle berechtigt, so. Keiner muss sich wegen irgendeinem Struggle schlecht fühlen. Aber es ist ein geiles mentales Tool, was du gerade beschreibst. Also einfach zu sagen, so, ich kann mich selber stoppen, in Details reinzugehen. Genau, 100%. Ich versuche immer rauszugehen, rational zu denken, zu reflektieren und zu sagen, wenn ich emotional nicht befangen wäre von der Situation, was wäre die Entscheidung? Und dieses Ausbrechen können, glaube ich, viele nicht. So, und das ist, glaube ich, so ein... Das ist einfach ein toughes Game, so, ne? Genau. So rausbrechen. Aber ich finde, das ist so ein bisschen verbunden mit dem Ansatz bei mir jetzt, wenn es an die Motocross-Sachen ranging. Ja. Und ich sehe so, Alter, okay, geil. Mir hat es krass gefehlt, so immer Leute in meinem Umfeld zu haben, die halt wirklich auch, normalerweise bin ich das, der dann so die andere Leute motiviert und sagt so, ey, komm, lass mal jetzt irgendwas machen, irgendwas Abgefreaktes, irgendwie einfach komplett ausprobieren, was wir noch nie gemacht haben oder aus dem Flugzeug springen, Motocross fahren, egal was so, ne? Und bin dann immer so derjenige, der komm, let's push, so, lass alle zusammen Sportgruppe machen, lass alle zusammen das machen, lass alle zum Essen holen und gemeinsam essen gehen, so mäßig. 100%. Und dann war ich so, ey krass, gibt ja noch jemanden, der einfach genau denselben Film fährt so und selbst einfach Vollgas gibt so 100%. Und dann genau den Ansatz quasi fahren kann von, ey, ich bin einfach on the run, konstant mit was Neuem beschäftigt und gib mir halt dann den Input und die Probleme kommen, wenn sie kommen. Und es gibt man keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Das ist, glaube ich, der Grundansatz, den man irgendwie für sich verfolgen sollte. Geht's, Mike, noch? Ich hoffe. Ja. Genau, weil wenn du dich an dem Problem aufhängst, dann bist du schon stuck. So, ne? Ist halt, die Flasche ist immer halb voll, nicht halb leer. So, das sind immer so dumme Phrasen, aber das ist wirklich hilfreich, wenn man sich das einfach verinnerlicht und halt sagt so, warum hänge ich mich daran auf? Es muss doch irgendeinen Ausweg geben. So, ob der jetzt angenehm ist oder nicht, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. So, ne? Aber generell ist erstmal der Versuch, einen Lösungsansatz zu finden, ist immer das Hilfreichste. Wie sind wir darauf gekommen? Genau, ich wollte mich gerade zurück nochmal zu der Geschichte mit Overkill und Mark. Ja. Und dann dem Ansatz, der dann ja gefolgt ist, der war dann ja Gate eigentlich, oder? Das heißt, relativ nah nach Overkill kam dann Gate. Und was war da der Switch? Also wie kam es dazu, dass ihr dann zusammen auch das Gate gemacht habt? Genau, also das war ich Marketing, immer schon gepusht, so Overkill kann mehr. Overkill ist nicht nur Sneaker und man muss dazu sagen,
die Branche hat sich auch krass verändert. So, da war gerade der Umschwung, wir kennen das alle noch, Sneaker waren on fleek, so, du hattest H&M Socken, H&M Hose, H&M Sarah Oberteil und du hast tausende Euro für Schuhe ausgegeben und keiner hatte Plan, von was sie dazu tragen sind. Mach noch dein Pinroll, ich habe selber Pinroll getragen, ich konnte aber einen krassen Pinroll, ja, es gab Keks und es gab geile Pinrolls, so, also fick mich nicht. Mit Gummi einfach. Nein, du konntest richtig, ich schwöre, ich bin immer noch Pinroll-Gott, aber die Zeiten sind halt vorbei. Es ist auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung gewesen. Es gab Hater, die gibt es immer, sonst würde es ja keine Liebhaber dafür geben. Anyway, auf jeden Fall, dann haben wir halt schon gepreacht und es war halt der Umschwung, okay, auf einmal war das Supreme am Kommen, Hosen, Pleasure, Streetwear, Stussy wurde interessant. Da ist so viel gebabbelt und Leute haben sich dafür interessiert. Budget war da, die What's on my feed waren Outfits of the Day. Das wurde in der Gruppe immer mehr gepusht. So, wir haben ja durch Straßenmodekultur da auch ganz viel ermöglicht. Ich will nicht wissen, wie viele Youngster ich jetzt kenne, die so 20, 21 sind, die jetzt Models sind, sich für Mode interessiert haben, nach Berlin gezogen sind, weil egal ob es VBG, Basement oder Straßenmodekultur war, weil es Door-Opener gab, die so ein Bottleneck gelöst haben und man sich selbst verwirklichen konnte, ohne dass du in deiner Stadt, in deinem Ort, in deinem Dorf gejudged wurdest, weil du dich ausprobierst. Das sind ja meistens die ausbrechen wollen. Die fressen nur Scheiße in ihrem Dorf, weil der Horizont dort nicht so weit ist. So. Und das war ein positives Auffangbecken, auch für mich. So, ne? Ich komme jetzt in die Heimat, mittlerweile feiern mich dort alle, aber die haben da, Bruder, bist du behindert? Oh ne, das darf man nicht mehr sagen. Entschuldigung, wir müssen das gleich rausschneiden. Bist du nicht ganz sauber in der Birne? Was gibst du so viel Geld für Schuhe aus? Was bringt es dir? Bla bla bla. Und ich habe gesagt, Jungs, ihr müsst es nicht machen, aber lasst Leute machen. So. Dann bin ich auch ausgebrochen. Dann kam Stuttgart, Berlin. So, ne? Ich schweife voll philosophisch ab bei der Frage, wie ich von Overkill zu Gate kam. Also, das ist auch, Genau so soll es sein. sein. Aber ist geil. auf jeden Fall Overkill. Standpunkt, die Branche hat sich verändert. Es wurde mehr Richtung das Fashion ganze geguckt, Outfit, Streetwear, genau, Streetwear etc. pp. Und dann war auch der Umschwung und ich habe zu Marc gesagt, ey, wir müssen auch das Brandportfolio von Overkill verändern. Ne? Dann kamen die ersten Anpassungen, so, ne? Ich habe Pleasures an Bord geholt, ich habe mit Pleasures jetzt ein übelst krasses Verhältnis, wir haben Born and Raised geholt, ich habe viel auch von Froggy und Super gelernt. Ne? Der hatte ja mit MRQT Markt auch schon viele Brands, 11 by Boris, der hat ja auch schon so eine Mischung zwischen Streetwear und irgendwie High Streetwear, Fashion, was auch immer, dafür gibt es ja eh kein Label, gehabt und da konnte ich auch schon viel lernen. Ne? Da waren auch geile Jungs so. Die Orga Boys, die jetzt hier in Berlin auch ihre Sachen machen, das war so ein Core-Team, das dort da war. Von denen habe ich auch viel aufsaugen können, ne? Aber ich war auch immer so ein bisschen das Beiprodukt, weil das war voll das Core-Team so, ne? Und ich habe mich halt immer selber durchgebissen, so, ey, ihr müsst nichts mit mir zu tun haben wollen, so, Respekt ist gegenseitig halbwegs da, jeder macht sein Ding, alles cool, so, ne? Entwicklung der Szene, ich zu Marc gesagt, yo, lass mal wachsen. Dann die ersten Streetwear-Brands rangeholt und dann war auch schon der Umschwung, dass dieses Basement approved. Ich hänge voll an den Gruppen, aber das ist so ein gutes Bild, das man sich machen kann. Also wenn sind ihr das kennt. Facebook-Gruppen oder... Genau, das sind Facebook-Gruppen, die halt gewisse, damals Facebook-Gruppen, jetzt ist es ja nicht mehr existent, damals war das halt der Shit, wir sind immer noch so 2015, 16, 17, ne? Nehmt das nicht falsch auf, Facebook's dead. Und das waren so Subkulturen. Basement Approved war so international Streetwear, ne? Sehr Supreme Affiliated, Skate Affiliated, Street Affiliated. Und dann kam so der Umschwung, gab es zum Beispiel Wavy Garms, die haben Vintage-Sachen gemacht. Da war ich auch Admin jahrelang in der Footwear-Gruppe. Ne? Und die waren ja so 80s, 90s, Rave Culture, UK, Polo Ralph Lauren, Gucci, Goodyear, was auch immer, so Vintage-Type-Shit. Andres, auch Grüße an ihn, auch wenn er mich nicht versteht. Und dann gab es das Pendant, das war High Fashion Talk. Ja. Und da hast du auf einmal eine neue Zielgruppe gehabt. Und die Young Guns haben auf einmal so auch, behaupte ich, ist sehr viel Musik geschuldet oder verdanken wir sehr viel der Musikindustrie, dass halt Outfits und das Interesse an Mode in dem hochpreisigen Segment immer größer wurde und durch die digitalen Medien und den Access der jüngeren Generation, wir reden damals von 16-Jährigen, 17-, 18-Jährigen, die halt Access zum ersten Mal in so eine Welt hatten, gleich mit sowas konfrontiert wurden. Ja. Und du wirst halt davon geprägt, wie wir von Sneaker geprägt wurden, wie wir von Wu-Tang, Rough Riders, DMX, was auch immer geprägt wurden, war es halt bei denen dann schon vielleicht Jules Santana, Lil Wayne,
einfach die nächste Culture und dann im nächsten Schritt Future, Lil Uzi, Playboy Carti und wo wir jetzt sind mit Kanye und was auch immer. Ne? Migos, Rest in Peace, Takeoff und die ganze Bubble. Dann jetzt YNW Melly, Kodak, Lil Yachty, so, ne? Das sind ja so kleine Generationen und Jahresepochen, wie auch immer du es halt beschreiben willst, ne? Und die haben ganz viel dazu beigetragen und auf einmal war es präsent. Dann ist halt Lil Yachty auf einmal mit Palace rumgelaufen. Jetzt machen sie eine Palace Gucci Kollabo. Das heißt, High Fashion ist auf einmal so im Mittelpunkt gewesen. Supreme, Louis Vuitton, Stone Island Supreme. Es war so der Ursprung für die digitale Generation, dass sowas Relevanz hat und dass man dem Aufmerksamkeit gegeben hat. Weil Collabs von all den Marken gibt es schon auch aus den 90ern, 2000er. Jetzt sind wir sogar bei League of Legends, Louis Vuitton. Ja, also Fortnite, Balenciaga, Fortnite, Ferrari. So, ne? Und ich sag halt so, das ist auch der Unterschied, was wir vorher beim Backtalk hatten, warum wir on fleek bleiben, weil wir uns noch damit auseinandersetzen. Sag mal jemand, der so an der Oberfläche schwimmt, so mit 30er ist, Fortnite hat jetzt eine Ferrari-Collab oder Balenciaga-Collab oder Travis ist da als Charakter drin, der sagt so, was ist Fortnite? Also sagt er nicht, was ist Fortnite? Im besten Fall nicht, Alter, aber da ist der Bezug einfach flöten gegangen. Ne? Ja. Auch jetzt, Shoutout dann Nigel und Ashraf mit 6pm Modern Warfare. Geisteskrank. Gaming-Branche ist größer als Film- und Musikbranche insgesamt. 300 Milliarden mehr Umsatz und so, mehr Business, auch. So, ne? Riesengroß. Und die haben es einfach verstanden. Die haben das alles durchgespielt, Alter. Die haben einfach gesagt, wir haben einen Partner, der ist riesengroß, der kann amplifyen und der Partner, Activision, keine Ahnung, wo die jetzt halt sind, Call of Duty, will an eine Zielgruppe, die halt auch irgendwie Lifestyle-orientiert ist. Das war das erste Launch-Event, das ich von einem Shooter jemals gesehen habe für die Öffentlichkeit. Weißt du so? Das sind Major Moves aus meiner Sicht. Ne? Und viele gönnen halt auch einfach nicht. Das deutsche Brand, du weißt, wir müssen darüber gar nicht reden. Aber ja, das soll auch nur die Entwicklung beschreiben, wo wir angefangen haben, wo wir zwischenzeitlich waren und wo wir jetzt sind. So, ne? Offenheit. Das ist auch so ein bisschen so, also quasi, ich meine, das Gate nennt sich auch System of Spaces und die Kombination zwischen Musik, Kultur, Leuten und High Fashion irgendwie. Und weil die Inspiration aus allen Ecken halt kommt und dann kombiniert in einem großen Paket. Genau, das war ja die Vision und da kann ich jetzt, glaube ich, auch die Brücke ganz gut bauen. Wir hatten den Space schon. Ich habe hier 2018 auch ein Suicide Boys Pop-Up gemacht. Da war ich schon so, weißt du, culture-mäßig. Jetzt ist Suicide Boys, Bones und die ganze damals würde ich es mal Emo-Rap-Culture, die da Soundcloud-mäßig gepoppt ist, jetzt voll präsent, weißt du, Suicide Boys machen Millionen Streams, die sind bei 100 Millionen Streams auf Tracks und was auch immer und wir waren so Vorreiter, das habe ich aber schon gedickt, ich habe Bones gehört, da hieß er noch der Kid. Weißt du, das ist so way back, das sind 10 Jahre bald so. Der hat Alben rausgebracht, der hat im Jahr 50, 60 Alben rausgebracht, der hat einfach nur Mucke gepumpt und da war es einfach schon, das war so, da hat so ein neues Zeitalter angefangen, weil jeder einfach das gemacht hat, auf was er Bock hat und er konnte nicht mehr gejudged werden, weil die positive Gefolgschaft größer war als die Hate-Kultur. Und die wurden einfach überrannt. Young Lean genau das Gleiche. Es gibt so viele Internetphänomene, die es halt geschafft haben, eine Brand aus sich zu machen. Bobby Raps, Corbin, der ganze Soundcloud, Bubble Clash und alles Y2K, was jetzt noch kommt, ist geisteskrank. Auf jeden Fall für die Weitsicht, die ich hatte, war das einfach der richtige Zeitpunkt, den Schritt zu gehen. Ich habe zu Marc gesagt, macht es nicht Sinn, oder Marc wollte aus der Fläche was machen und dann kam ich und habe mich hingesetzt, habe ein Konzept geschrieben, dass wir von Overkill, Gate von Overkill trennen, weil Overkill hat halt ein Stigma. Graffiti, Streetwear, Sneaker. Wird es immer bleiben. War vor 3, 4 Jahren nicht vorstellbar, damit vor 5 Jahren an Partner ranzutreten, dass wir nach Paris oder nach Mailand gereist sind und wir, keine Ahnung, was hängt hier alles? Feng Cheng Wen, ich muss irgendwas sagen, wo wir jetzt gerade sind, weißt du? Okay. Misbehave, Rick Owens aufzutreten oder Watanabe, weißt du, Comme des Garçons, irgendwas, was halt in dem höheren Elevated Design Space drin ist, aufzutreten und zu sagen, wir sind Sneaker Store, wir verkaufen Stüssi und wir wollen jetzt auch noch High Fashion reinnehmen. So, ne? Ging nicht. Und dann haben wir uns ich habe das Konzept geschrieben, habe halt gesagt, das kriegt einen eigenen Namen. Wir hatten 5 Namen, ich weiß die anderen 4 auch nicht mehr. Ich habe irgendwo das Konzept, vielleicht kram ich es mal raus.
in 10 Jahren, dann ist es noch so ein bisschen... Auf deinem eigenen YouTube-Kanal. so, oder in meinem Buch, Doku, was auch immer, wohin die Reise halt geht. Ne? Genau. Dann habe ich das Konzept über 2 Monate geschrieben. Thomas, Geschäftsführer von Overkill, und Mark, oder Thomas Ex-Geschäftsführer, ist jetzt raus und ist nicht mehr aktiv im Business mehr drin. Wir haben uns hingesetzt. Ich weiß noch, wir waren Don Juan Center, da kann man auch gut essen, und ich habe den Pitch vorgestellt, so in welche Richtung es gehen kann. Ja. Es war noch ein bisschen Asia-Tech angehaucht, weil der Access für mich leichter war. Weißt du, ich war in Hongkong, ich war in Tokio, ich hatte da schon so durch Overkill schon ein paar Connections aufgebaut mit Double Taps Neighborhood, Hemkers, Neil Morse, so ein paar Tech-Brands, die einfach Interesse hatten, in Deutschland stattzufinden, und ich vom Preissegment... Also Techwear meinst du? Techwear, okay, genau. Ich dachte jetzt Tech wegen deinem IT. Nee, Techwear, also wir sind gerade nur im Modekosmos. Okay. Genau, und der Price Point war für Overkill schon ein bisschen zu hoch oder noch zu hoch. Und dann haben wir halt gesagt, okay, ich lasse das einfließen in das Konzept. Dann habe ich halt das System of Spaces runtergeschrieben. Dann hat Gate, der Name, den beiden voll gefallen. Dann haben wir gesagt, okay, das ist es. Brand registrieren lassen, uns mit unserem Grafiker zusammengesetzt. Ich habe ein halbes Jahr an dem scheiß Logo gearbeitet. Ich habe noch nie so viel Pixel schubsen müssen wie für dieses Logo. Es war geisteskrank. Vor allem, ich muss halt noch 2 andere glücklich machen damit. Und dann ist der Pixel hier, der Pixel da. Wir wollen es eckig machen. Wir wollen doch was Rundes drin haben. Wir wollen es lang. Safe. Das kann so lange dauern. Genau. Im Endeffekt kam Geld raus. Im Endeffekt habe ich das Konzept runtergeschrieben. Dann haben wir plus 4930 Flo, unseren Architekten, Shoutout. Der macht eigentlich viel krassere und größere Projekte. Hat aber schon immer eine Verbindung zu Overkill. Hat gesagt, er hat Bock drauf. Und dann kam das Step by Step, dass hier das draus wurde, was draus wurde. Das Gate ist ja auch so, wir beschreiben so 3 Säulen. Du hast den Marmor, den Brutalism. Du hast das Natur, was Berlin auch hat, und du hast das Industrielle, was die Gitter abdecken soll. So, und dafür ist halt das, was Berlin widerspiegelt, im Verhältnis von bisschen Grün zu sehr viel Beton und sehr rough, spiegelt genau das Konzept wieder. Aber in einer schönen Art und Weise. So. Berlin kann nicht nur hässlich sein. Das ist geil. Das ist geil. Und das war der Ansatz von der Umsetzung, was das Interior angeht. Und mit dem kam dann auch die Classiness. Die Marmorplatten drüben kosten Quadratmeter über 1.000 Euro. So, weißt du, das ist alles so das Feinste vom Feinsten. Hier wurden Blöcke angeliefert. Die Gitter sind alle jede einzelne Naht von diesen Gittern hättest du bestimmt industriell kaufen können, aber sind alle handgeschweißt. So, das ist alles wirklich, wirklich ganz krass gefertigt. So. Die Wand ist automatisch bewässert, das sind echte Pflanzen, die werden jede 3 Wochen komplett gewartet. So. Da ist einfach voll viel Liebe in dem Detail so drin. Und das war das erste Mal, wo ich die Mittel hatte oder wo jemand an mich geglaubt hat und wo man alles durchdenken konnte. Mit der Erfahrung, die Mark und Thomas an den Tisch gebracht haben, die haben schon so viele Läden umgebaut, die haben schon so viel Erfahrung. Ich als Youngster, der halt sagt, ich will halt Fashion machen und ich schreibe mal ein Konzept runter, hat halt auf einmal alle Hebel, die er braucht, um sowas umzusetzen. Ich werde auch für immer dankbar sein. So, ne? Ich habe nur eine Idee gehabt und jemand hat daran geglaubt und wollte das auch und hat es gesehen und hat einfach... So powerful einfach. Das Vertrauen, das ist halt unvergleichbar, und werde ich immer, egal welche Richtung es in 20 Jahren geht, werde ich immer schätzen. Das weiß Mark und Thomas so oder so. Ich bin aber auch kein leichter Charakter. Ich hatte gar keine Ahnung, wie man ein Team führt. Ich habe so viele Brücken abgebrannt. Ich habe so viel Kopfschmerzen der Overkill GmbH gebracht. So. Aber ich war auch einer der einzigen Visionäre, der sich nicht aufhalten lassen hat. So, ne? Erzähl mal unserer damaligen Struktur, dass wir auf einmal Männerröcke verkaufen. Weißt du, so dem Overkill-Frame. Toughe Guys, harte Girls, so, weißt du, auf einmal verkaufe ich Männerheels. Unsere Wahrnehmung hat gedacht, das ist Falschlieferung, weißt du, so, das war auf einmal eine neue Welt, so, und wir sind halt alle miteinander gewachsen, und ich habe halt gesagt, und was ist passiert? Der Männerrock war das erste Item, das wir verkauft haben, so, weißt du, die Vision dahin, dahin zu treiben. Ja, long story, gar keinen Sinn. Aber genauso sick, weißt du, dass die dann genau an der Stelle auch dann sich nicht abbringen lassen oder dir dann zack, irgendwie eine Mauer vors Gesicht gehalten und gesagt, nee, gar nicht. Also so. auch im Einkauf so am Anfang, natürlich, ich gebe auf einmal Hunderte, Tausende von Euros aus. Natürlich ist Mark da noch dabei. Aber Mark hat ja auch erstmal ein Gespür für die Industrie bekommen müssen. Ne? Der ist ja auch mehr Street, der ist super open-minded, aber
ich war da zu dem Zeitpunkt schon so tief in Mode drin, auch wenn ich immer in der Jogginghose drin, ich habe so ein Steve Jobs-Syndrom, ich habe halt immer eine Jogginghose an, ich ziehe mich in Paris schick an, ich ziehe mich, wenn ich es machen muss, aber sonst, Bruder, Coziness overall, weißt du so. Aber es ist halt da drin, weißt du, viele tragen es oberflächlich, aber haben gar keine Ahnung, haben noch einen Stylisten, der sie einkleidet, was auch Aber immer. du siehst alles. Du musst Genau, nicht, genau. Ich muss es nicht raustragen. So, Ja, ne? ja. Ich bin glücklich, wenn ich eine teure Hose tragen kann und ich weiß, ich habe sie, alles Ja, cool. Mann. Wenn ich geile Turnschuhe habe, wenn ich eine geile Cap habe, alles easy. Aber ich werde immer Micha bleiben. So, Ja, ne? Mann. Mich kann man nicht, ich kann mich selber nicht verkleiden. Ja. So, auf jeden Fall. Dann haben wir die Umbauten angefangen, dann hatten wir hier auch noch Behörden, Freigaben, bla bla bla. Es hat sich um ein Jahr verzögert. Wir haben auch wirtschaftlichen Schaden davon getragen. Wir hatten die erste Season, die ich eingekauft habe, war SS18, sprich von 2017 auf 2018 Jahreswechsel. Ne? Und wir haben 2019 Juni aufgemacht. Das heißt, wir haben 3 Seasons einfach Altware gehabt, weil durch die behördlichen Probleme, die wir hatten, die Ware halt einfach rumlag. So, ne? Auf der anderen Seite hatte ich 3 Seasons Zeit, neue Marken ranzubekommen. So, ne? Ich sage auch so, theoretisch haben wir auch schon einen Reopening hinter uns, weil durch Covid war hier zu und das waren 4 Seasons und auf einmal kommst du rein. Ja, Die Mann. ganzen Asian Techwear Brands sind fast raus. Du hast Rick Owens hier hängen, du hast 11 by Boris hängen, du hast 424, du hast Feng Cheng Wang und du hast dann kam Vetements, dann haben alle verstanden, okay, Ja. die sind da angekommen. Ne? Dann Ja, hattest du die Bear Bricks, du hattest Collectibles, ich habe mit Schmuck angefangen, ich war auf einmal in der Beauty-Branche drin, ich hatte gar keine Ahnung, ich habe Fragrances halt, weißt du, das kam so Step by Step. So. Ja, Mann. Alle haben uns erstmal zugelabert, ich habe mir das 2 Seasons angehört, habe mich dann damit befasst, hatte dann auch noch einen Co-Buyer, Antoine, der hat mir auch noch viel in dem Fragrance-Bereich geholfen, mit Schmuck viel geholfen, ist jetzt wieder zu dem großen Z zurückgegangen, fair enough. Ist bequemer dort zu arbeiten, 100%. Zu wem? Zu dem großen Z, Zalando. Ah, Genau. Also, wie läuft der Prozess vom Buying ab? Weil ich glaube, weil das so ein integraler Bestandteil ist von Gate, von also Overkill muss vielleicht nicht, muss auch. nicht zahlen und Nein, also nein, das ist einfach jetzt nicht nur- übel Und Ding, ich habe aber auch gar kein, also wir haben wenige Geheimnisse so. Ich Okay. bin da relativ transparent. Ich werde jetzt nicht sagen, wie viel ich auf den ja, das meine genau. ich. Du musst jetzt Ich meine, weil einfach nur, weißt du, die ganzen ja. Brands ranzubekommen überhaupt erstmal. Ich meine, klar, du ich hast ein habe geiles so Space. viel Schwänze gelutscht. Ich habe so viel Türklinken geputzt. Du musst da auch echt hart im Nehmen sein, wirklich so. Ne? Ich war in Paris, ich habe bei Comme des Garçons 5, 6 Seasons jedes Mal vorgesprochen. Wir haben immer wieder neue Präsentationen, neue Presskits ausgearbeitet mit jeder Brand, die dazu kam oder wo nur halbwegs ein Jahr im Raum stand, zack ins Presskit rein. Wir haben die Brand rangekriegt und der ein Brand A von Brand A gesagt, wir haben sie und Brand B gesagt, wir haben A und dann haben beide zugesagt. dieser Bobby 100 Film. Bisschen, man muss auch ein bisschen dribbeln Safe, so am ja, Anfang. ja. Ne? Und es traut sich auch nicht jeder. Dann viele, und ich habe noch nie jemanden um Gefallen gebeten. Ich habe mir alles selber erarbeitet. Vielleicht ist es noch so ein Ego-Ding und ich kann es jetzt machen, weil ich mir jetzt einen gewissen Brand-Portfolie aufgebaut habe. Aber am Anfang, ich war mir viel zu stolz, irgendjemand zu fragen, ey, hast du einen Brand-Kontakt, kannst du mir da helfen? Ich war im Internet Rocket Search durchforstet, hier LinkedIn E-Mails rausgesucht, auf die sneakigsten Art und Weisen. So. Ich habe die Domain von irgendwelchen Brands oder von irgendwelchen Showrooms oder irgendwelchen Vertretern rausgefunden, den Namen gelesen, Christina.xy, da Mail zurückgekommen, Christina@ alles ausprobiert, bis die Mail halt durchging. Irgendwann hat jemand geantwortet und du warst halt im Gespräch so, weißt du? Und so habe ich das Season für Season gemacht und ich war halt die ersten Fashion Weeks, bin ich 4 Wochen am Rumreisen gewesen. Ich habe Florence Pitti mitgemacht, so, habe da die ersten Leute kennengelernt, so, ich habe auch ein sehr starke Bindung zu der italienischen Store-Community, Julian Fashion, Antonioli, Matches, so, wir waren mal in Hongkong, die haben mich eingeladen. Und da war mainly eben italienische Stores dabei und da habe ich erstmal verstanden, in welchen Sphären die überhaupt unterwegs sind. Da sind Budgets von zweistelligen Millionenbeträgen, die halt einkaufen, weißt du. Ist aber Luxury, haben auch über 100 Brands, so kommt irgendwann zusammen. Aber ich habe auf einmal verstanden, wie das funktioniert und das ist alles Vitamin B. So, dass jemand so quer reinkommt wie wir, da musst du schon ekelhaft hartnäckig sein. Und das sage ich nicht, weil ich es jetzt geschafft habe, sondern es gibt auch andere deutsche, internationale Stores, die das versuchen, die aber gar nicht so das Wesen verkörpern, wie wir das machen. Ich kann hartnäckig sein, ich kann ekelhaft sein, ich kann aber auch sehr zuvorkommend, höflich und eloquent sein. So, ne?
komm, wie du kommst und ich gebe so zurück. Mhm. Ne? Wir kommen halt immer noch von der Straße. Das kriegt man halt nicht aus uns raus. Und ich bin dankbar, dass ich das hinter mir lassen kann. Ein bisschen bleibt immer, aber ich habe das mir selber erarbeitet. Um auf das Thema zurückzukommen, genau, E-Mails, Ping-Pong, Reisen, ich Florenz gemacht, von Florenz einen Tag zurück, Wäsche gewaschen, neue Outfits gepickt nach Mailand, 7 Tage Mailand, dort auch alle Showroom-Termine mitgemacht, hier mal, da mal jemand gesehen, kurz angequatscht, gesagt, ey, du bist hier, Termine voll, okay, lass uns in Paris treffen. Paris 14 Tage am Stück durchgemacht. So, ne? Showroom, ich hatte wirklich das zweite Mal Paris war so, wir hatten 12 Termine am Tag, du kannst es gar nicht machen. Ja. Jetzt machen wir so 6 am Tag und das ist schon viel, weil Paris, Verkehr, so du gehst von Showroom zu Showroom und wir sind so, ich gucke die Kollektion nicht an, ich order auch gleich. Ja. So, ich gehe in den Showroom, ich hänge die Pieces raus Ja. und ich sage so, ey, hol dein Tablet raus, ich will die Quantities gleich reinmachen. Wir sind ein 2-Mann-Buying-Team und wir haben 60 Brands. So, und wir bedienen die alle innerhalb von 4 bis 8 Wochen. Das heißt, ich muss überall Haken dahinter machen, so gut wie ich kann. Und irgendwo gleichzeitig noch kuratigen und sagen, Genau. passt das alles zueinander? Genau, aber das, biete das ist voll gut, weil wir haben unsere DNA. Ich kann zwei Welten aufeinandertreffen und man wird immer Und es sehen, dass passt es eine bei- Gate Selection passt ist. auf Gate, ja. Genau, Ja. weißt du so, Ja, ich Mann. kann Walter aus Antwerpen mit Rick Owens, okay, das ist zu nah dran, Walter mit Misbehave. Funktioniert, weil du wirst die Bomber sehen, du wirst eine geile Denim sehen und du hast so deine Pieces, wo jeder sich wohlfühlt. Weil und du hast, dann vielleicht nicht so die Logo-Pieces von Misbehave pickst, sondern Genau. eher die, okay. oder andersrum Oder- vielleicht die Logo-Pieces von ja, Walter, einfach ja, so. ja. Ich versuche es halt zu mischen, weil, Ja, Mann. auch was ich vorher gesagt habe, ich habe am Anfang sehr viel mit Marc eingekauft und er hat irgendwann immer mehr mir Vertrauen geschenkt. Das heißt, wir sind von dem ganzen Jersey, Simple auch weggegangen und jetzt habe ich mein Proof of Concept gehabt, dass genau diese High-End-Fashion-Pieces, die Brands eigentlich widerspiegeln, elementar sind. So, wir verkaufen Jacken für 5.000 Euro, wir verkaufen Blazer, Hoodies für 1.500 Euro, aber es gibt Kunden dafür, wenn du halt die richtigen Leute ansprichst und wenn die Selektion halt stimmt. So, Ja, ne? ja, ja. Ich brauche nicht 700 Sweatpants hier haben, Ja, von Mann. Ambush XY und so. Ist ja auch ein Business so. Ne? Für Aber, die, ja, genau, für die, aber du musst entscheiden, ob es Genau, ob es hier funktioniert zu und deinem ob es gerade Dings auf dem Markt funktioniert. Das ist Ja, genauso neues Topic, das wir aufmachen. Sneaker werden immer elementar bleiben, aber in der Nische, wo wir sind, werden Noble Shoes, Loafers und so weiter jetzt extrem im Kommen sein. So, ne? Wir haben den Wandel schon jetzt gesehen und es wird noch besser. Heels für Männer, die Refs, die da oben stehen, Boots generell. Also Ja, Mann. du siehst schon eine Entwicklung allein hier an der Wand, wo es hingehen könnte. Ne? Wir haben hier 3 Sneaker, ihr seht es nicht, aber ist auch egal. Wir haben hier 4, 5 Sneaker und 6, 7, 8, 9 Boots und edle Schuhe, wo der Price Point auch zweitrangig ist, weil die leben schon eine lange Zeit. Genau, Einkauf. Und dann ist es so, dann kam Covid, dann habe ich noch mehr Hausaufgaben machen können, dann war alles digital, dann konnte ich in eine Mail schreiben, noch ganz anders, so ey, due to Covid, wir haben und man muss auch sagen, so, wir haben im ersten Jahr, glaube ich, 130.000 Umsatz gemacht, im zweiten 700 und jetzt sind wir schon über 2 Millionen, weißt du, so, wir wachsen über 100%. Und also Über den digitalen Bereich auch, weil das ist so die nächste Frage, die ich irgendwie hatte. So, physisch ist die eine Sache, aber ich meine, Retail im physisch Digitalen. machen wir gar nicht so viel. Ich würde sagen, Genau. physisch ist vielleicht 20%. Ja. Was Also auch schon cool ist, so, ne? Ja, wir ja. bedienen halt eine sehr spitze Ja. Gruppe und es kann auch Ich meine, 30%. aber es ist ja auch 2022 physischen Store. Also ich meine, wir können alles online bestellen. Jeder Safe. gefühlt überall. ja, safe. Aber dann ist irgendwo auch interessant, wie vielleicht jetzt gerade, aber auch wie in Zukunft, wie hast du vor, dann Gate so ready zu machen für die Zukunft? Also muss ja daraus dann irgendwo mehr, es muss mehr Community Hub werden. Das muss mehr, Safe. ich brauche einen Grund, um in den Store zu gehen. Safe. Warum soll ich in den Store gehen, wenn ich nicht online kaufen kann? Also das Ja. Gefühl, was du beim Sneaker-Campen beschreibst, wie kriegt man das Aber wieder? generieren wir ja auch schon. Ich Ja. glaube, das ist jetzt die nächste Brücke. Wir haben ja voll früh mit den Events angefangen. Der Hof ist halt perfekt dafür. Ich Übel glaube, es geil. gibt keine Übel. bessere Location Absolut. in Berlin, Nee, die Mann. das so verkörpert, wie wir es jetzt tun. Ja. Ohne uns, wie gesagt, nimmt es mir nicht krumm, dass ich uns einfach positioniere. Wir wissen einfach, an was wir dran sind. So, ne? jeden. Und mit dem Team im Rücken und mit dem Team, das wächst, können wir uns das einfach gerade erlauben. Wir haben mit den Events angefangen, es hat übelst funktioniert. Wir hatten irgendwie im ersten halben Jahr 4, 5 Events. Die Leute haben gecheckt, okay, hier ist was. Da haben sie aber das Konzept noch nicht verstanden, weil die Auswahl noch nicht da war. Wir haben noch nicht die richtige Zielgruppe angesprochen. Ich bin ja selber mit meinem Netzwerk gewachsen. Ich bin stark in den Artist-Künstlerbereich reingegangen. Die bringen wiederum Zielgruppen mit. Ja.
die das dann interessant machen. Wir haben mit UFO hier gelauncht, wir haben mit 032C hier gelauncht, wir haben Soli hier mit aufgebaut. Weißt du, es gab viele Happenings. Wir hatten Erika Badu da, weißt du, so geisteskranke Legenden einfach. So, ne? Wir haben mit Ghostman the Pop-Up gemacht. So, wir hatten wir haben Anfragen, wir haben einen Pop-Up umsetzen wollen mit Trippie Red, wir haben den Merch sogar schon fertig gehabt, dann kam Covid, so, ne? Der liegt immer noch rum, wir haben noch 300 Trippie Red Shirts, irgendwann kommt der Pop-Up im besten Fall, wenn er nicht schon dann zu groß ist, aber generell, die Künstler kommen her, Penny von, wie heißt die Serie? Nicht Two and a Half Men, wo ist denn Penny? Wo der Sheldon, genau. Ach so, Big Bang Theory. Big Bang Theory, kommt hier, kauft den halben Laden leer, weißt du, einfach so übel krass, so, weil sie gehört hat, es gibt Sneaker und dann hat sie den Hinterhof gesehen. Ich war gerade am Laden, die Security-Firma, mit der wir arbeiten, die hat auf sie aufgepasst und gesagt, kommt hierher und dann stand ich hier mit Penny auf dem Hof, weißt du, es sind schon ein paar wilde Sachen passiert, so, ne? Halb Deutschrap hat uns auf dem Schirm, ne? Von der ganzen Goldman-Bande, Enno, G, Ratar, bla bla bla, 187er, UFO. Es gibt niemand, wo wir halt nicht uns neutral irgendwo positionieren können. Flair in jedem Twitch-Stream haut er uns Shoutouts raus, weißt du, so die alte Legende. Dann der Süden supportet uns so, ne? Es gibt Oleg Sesh war jetzt letztens hier, ne? Die ganzen Frankfurter sind am Start. Offenbacher, Entschuldigung, ich will hier kein Territoriumsfeind es soll kein Krieg ausbrechen. Genau. Und dann halt auch dann jetzt Frankreich, England, so. Wir sind schon ganz gut am Machen, so. Basiert aber auch viel darauf, Humbleness, so. Ich habe noch nie einen Rapper nach einem Shoutout gefragt. Oleg Sesh jetzt, aber es war ein Deal, er hat 30% bekommen, so. Weißt du, der sagt so, Bruder, was soll ich machen? Ich sag so, gib Shoutout. Er schickt Video, Bilder, macht Flex-Serie, aber von ihm, weil er auch so ein herzensguter Mensch ist. Ich habe Oleg Sesh kennengelernt 2014, wo ich für Viva Con Aqua, die machen immer so Fußball-Matches. Für einen guten Zweck, da habe ich Fotos gemacht. So, da war ich mit Hannibal, Olex, also ich bin auch schon voll lang in der Richtung, aber ich drehe es halt nicht breit so. Entweder macht man das für sich so oder du machst das Flexen, aber dann hast du halt den Sinn dahinter nicht verstanden. Auf jeden Fall, das Netzwerk ist schon ganz gut und so sind wir auf dem Schirm und das ist auch ganz geil. Und dann nach Covid haben wir halt richtig losgelegt mit den Events, dass wir es halt so machen konnten, wie wir es machen. Wir haben jetzt Events, wir machen RSVP dicht bei 1200, 1300 Leuten. Hier passen vielleicht 300 auf den Hof. Ne? Wir hatten Schlangen, die gehen um den Block nach hinten, hinter den Asia. Also wirklich geisteskrank, weil es halt einfach funktioniert. Auch natürlich, da gibt es auch einen Counterpart, die Brands, die Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten, aber wir sind schon sehr bedacht. So. Es ist alles so. Und wir geben auch meistens mehr, als wir zurückverlangen. So. Es gibt immer ein Geben und Nehmen. Das Marc ist wie mein großer Bruder, der lebt mir das vor, ich lebe mir das selber vor. Also es ist immer darauf basiert. Und wie wir vorher schon gesagt haben, wir wollen halt auch Leute zeigen, dass es anders geht. Und genau diese Events, egal ob das ein Ballroom-Event ist, den wir hier hochziehen, egal ob das Act 6 Community Lounge ist, wo ich zwei Welten miteinander verbinde und die jungen Leute hier herhole, ist ja auch Marketing. So, ne? Du bindest ja durch Erinnerungen. So, die Leute erleben hier was und wenn es für die in ihren Geldbeutel passt, dann supporten die auch zurück. Gibst du Respekt? Voll, und ich meine, ein Piece ist nicht immer, weißt du, ein Piece ist immer meistens sehr teuer und ein Community-Event ist meistens, also entweder umsonst oder du kommst halt für einen Zehner oder so rein. Was meinst du, wie viele Youngsters wir haben, die halt hierher kommen, weil sie wissen, es gibt Freisucht? So ist doch fair enough, ne? Aber die Stories, die Geschichten, die wir hier schreiben, was wir hier abgerissen haben, also es ist wirklich geistkrank und es macht das verbindest du dann mit dem Geld. 100%. Und für mich ist es so, das ist ein riesengroßer Spielplatz und ich habe einen viel größeren Spielplatz, weil ich Overkill auch noch bedienen kann. So, ne? Marketing-wise, wenn ich eine geile Idee habe, so, wir haben letztes Jahr eine Kampagne für Nike in LA geschossen, ich war dieses Jahr in Kairo, habe eine Kampagne geschossen, also ich habe noch so die Möglichkeit, kreativ auszubrechen, obwohl ich so stuck in meiner Leading Position bin. Weißt du, ich lasse es mir aber auch gar nicht nehmen. Es ist viel Konfrontation intern, gar keine Frage, weil ich mir viel rausnehme, aber das braucht so einen Charakter, damit der weiter Futter kriegt. Mein Hirn stirbt sonst ab, weißt du. Ich muss einfach in allen Szenen sein. Auch nochmal eine Brücke zu vorher, ob ich Platz für Neues habe. So, ich bin auch so ein Mensch, ich muss Sachen durchspielen. Und dann also quasi von Start to Finish, wo du sagst, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich jetzt... Ich bin cool damit, das gehört zu meinem Leben, aber ich verfolge es nicht mehr so. Und wenn ich das erreicht habe, dann habe ich wieder Platz für Neues. So, ne? Und, aber willst du das Alte dann noch weiterspielen oder ist es dann zu Ende? Ich glaube, es ist durchgespielt und es ist ein Teil von mir und ich werde immer
im besten Fall kommt jemand, der von mir was mitgenommen hat und der das mit meiner DNA teilweise noch weiterführt. Also die Next Generation, die das so macht, wie das sein sollte. So, wir haben das Early Adapter-Thema, wir haben was losgetreten, wenn nicht sogar Inventor gewesen. Und es gibt jemanden, der das dann halt weiterträgt. Und es ist für mich nie ganz weg. Aber ich glaube, es ist nicht mehr so mein Key-Fokus. Mein Key-Fokus shiftet oft so. Ne? Ist genauso, ich kann letztes Jahr gesagt haben, ich feiere das nicht und jetzt feiere ich so. Menschen ändern sich so. Ich finde das Stigma von wegen, du hast das gesagt, jo, scheiß gebabbelt, so, weißt du, es ist halt so, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit und wenn du dich nicht weiterentwickelst, dann bist du halt stuck und das ist Rückschritt so. Und das kann ich halt nicht mit mir vereinbaren. Also hast du das Gefühl, dass immer mit dem neuen Projekt springt das Stresslevel nach oben, Gar dann nicht. adaptest du zu dem Stresslevel und irgendwie kommt immer das nächste dann oben drauf? Oder wann ist der Bottleneck von dem Projekt? Wenn du merkst, okay, jetzt ist so... Ich glaube, wenn Leute davon profitieren, aber nicht materialistisch, sondern anhand von Werten. Ja. Also wenn sie daraus was ziehen können, wenn wir wissen, wir haben irgendwas ermöglicht, einen Weg geebnet, so Straßenmodekultur, Streetwear in Deutschland, Teil mit etabliert, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Ja. Overkill für die junge Generation cool gemacht. Oder auf dem Weg dahin. Neue Brands, weißt du, ich habe viel aus Asien rübergeholt. This is Never Dead waren wir die Ersten, die das hier hatten. Ist so das asiatische Pleasures. Wir ermöglichen viel Collectibles aufgemacht, unendlich viele Collabs gemacht. Nicht nur Schuh-Collabs, es kommen jetzt auch Apparel-Collabs, an denen habe ich geschraubt. So. Wir bewegen halt einfach was. Ne? Und diesen Horizont habe ich bei Gage noch lange nicht erreicht, weil den Laden gibt es seit 3 Jahren. Okay, manche arbeiten 15 Jahre, um an den Punkt zu kommen, wo wir nach 3 Jahren sind. Safe. Ist uns aber auch voll bewusst, aber der Anspruch wächst halt auch einfach so. Ne? Wenn das Video raus ist, wir haben unsere erste weltweite Collab gelauncht, die trage ich gerade mit Fred Perry so. Die sind auf uns zugekommen. Auch Shoutout an Fred Perry, die ganze UK-Gang. Krasser Support, krasse Freiheiten gehabt, krasse Umsetzung, Shooting, Content, Planung, alles selbst konzeptioniert. Mega. Design mit einer Ex-Mitarbeiterin zusammengewürfelt, aber Ideen, Umsetzung, Video, alles mit meinem Team gemacht. So. Und nicht mal mit dem Gate-Team, sondern mit meiner Crew. Fritz, Soli, Niklas, so, weißt du, die Leute, die am engsten um mich rum sind, die ich jetzt hier in Berlin meine Family nenne, so, mit denen haben wir das realisieren können. So, wir waren in LA, wir haben da abgerissen, wir haben die Fred Perry Shirts, die es gab, im besten Fall ausverkauft sind, ins echte Leben geholt. Wir haben mit dem Blumenhändler hier am Eck geschossen, wir haben mit Leuten an der Bar geschossen, wir haben mit einem Taxifahrer, mit einer Stripperin und so geschossen, weißt du, so, ich rede hier in die Zukunft, aber eigentlich in die Vergangenheit. Aber das heißt, diese ganzen Sachen, also ich glaube, dass die Frage so war, so ein bisschen dieses Pace-Level, also das Pace-Level wird es nicht höher mit perfekt all auf die den... Frage antworten. Also für mich war... Aber für mich nicht. Okay, Ist das Pace-Level nicht höher automatisch mit all den Sachen, die dazukommen? Ja, aber also du musst ja so schnell switchen zwischen unterschiedlichen Projekten. Und auch jetzt Situationen. Hast du Magazin, Gate, jetzt hast du noch also Overclass sowieso die ganze Zeit. Wenn jetzt da noch eine Sache dazukommt, dann wie Also ich habe jetzt, Stunden? halt auch die Möglichkeiten, dass ich jetzt Teams um mich rumbauen kann. Ich war immer der Schaffer und ich habe alles selber machen müssen. Marc ist genauso. Marc hat aber jetzt ein riesengroßes Team aus 60 Leuten um sich und ich habe jetzt mit der GmbH zum ersten Mal meinen ersten Angestellten und ich habe aber auch sehr zuverlässige Freunde und ein sehr großes Bekanntennetzfeld, die halt an die Vision auch teilweise glauben. Ne? Und dadurch kann ich auch viel shiften. Ich bin ja auch teilweise für manche Sachen nur Initiator. Act 6 habe ich ins Leben gerufen. Ich kümmere mich um das Finanzielle, Organisatorische, aber kreativ gebe ich vielleicht Input, was im Magazin stattfinden könnte, aber die anderen 5 machen das so. Weißt du, das ist einfach so, ich habe den Frame, ich habe das Netzwerk, ich habe die Infrastruktur. Und macht man einfach. Ja, Mann. So, weißt du, und dadurch habe ich auch gar nicht, wenn es kracht, dann bin ich immer da. Dann kriegt auch jeder auf den Sack und dann weiß auch, dass wo gehobelt wird, fallen Späne und dann ist Micha auch ein Wichser. So, aber Micha muss manchmal ein Wichser sein, weil manchmal der Bezug verloren geht, welche Verpflichtung man hat, auch wenn es erstmal nur ein Hobbyprojekt war. So, ne, das ist nicht wirtschaftlich. Verpflichtung, wenn du Knowledge droppst, dann muss der stimmen. Wenn du sagst, das kommt im Januar raus, dann werde ich auf Biegen und Brechen alles dafür tun, dass es im Januar stattfindet, egal wer drunter leidet. Wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, wir müssen es umsetzen. So, ne? Keine halben Sachen. So. Ja. Ich mache auch voll viel im Artist-Bereich. So Musik haben wir noch gar nicht aufgegriffen, das ist eigentlich so mein Ventil. Ja.
Soli durch Aubster kennengelernt, von Osnabrück hierher gezogen, 2019. Der hat jetzt seinen ersten Vertrag unterzeichnet. So. Weißt du, wir sind so, der geht auf Tour jetzt. Ich habe das alles mitbegleitet. Wir haben seine ersten Outfits haben wir ausgestattet. Beim ersten Videodreh, da habe ich den Jungen 3 Wochen gekannt, da wurden ihm Outfits für 10.000 Euro geklaut. So, ich habe ihm alles für EK gegeben, der hat seinen Bausparvertrag aufgelöst dafür. So. Weißt du, wir sind halt miteinander gewachsen. Es sind so viele Geschichten, die ich noch erzählen könnte. Das berührt mich emotional positiv, weil ich sehe, was wir halt eigentlich reißen. Und auf der Basis ist so, Musik gibt mir ganz viel zurück. So, ich höre übelst viel Deutschrap, ich höre übelst viel Amerikanisch, ich bin aber auch relativ divers aufgestellt, was wir vorher auch schon gehört haben. Shoutout an die What About Us Jungs. Da kommt auch ganz wildes Zeug auf euch zu. Ja. Und das ist so Passion und die versuche ich noch nicht ganz zu meinem Beruf zu machen. Damit ich da den Funken nicht verliere. Aber in der GmbH mache ich auch nicht Künstlermanagement, aber so Consulting. So, ne? Wir sind jetzt im Gespräch mit 1, 2 größeren Künstlern, dass ich für die Creative Direction mache. Aber so vollumfänglich mit der GmbH. So, ne? Outfits, Styling, Bühnenbild, Albumcover, Inspiration. Unser Team ist so gut, Soli kann Texte schreiben. Wir haben Studios, wo wir Producer hinsetzen können. Also mein Netzwerk ist so groß. Und ich wollte immer was mit Musik machen. Das wäre dumm, wenn ich es jetzt nicht mache. So, ne? Ist zwar ein neues Standbein, aber Mode ist auch nur ein Teil von der Musik- und Lifestyle-Industrie und wir können das abdecken. Deswegen schätzen das so viele. Es kommen Künstler und Manager auf uns zu und sagen so, ey Micha, wir wollen deine Expertise haben. Wo kriege ich vernünftiges Merch her? Dann sage ich euch, ey, ich will die Produktions- und Lieferkette so aufbauen, dass ihr mir sagt, was ihr haben wollt, dass wir uns einen Grafiker oder einen Designer an die Hand nehmen, der vielleicht Styles macht, aber um die Abwicklung kümmere ich mich. Ich mache euch das Komplettpaket. Bis zum Versand von den Bulk-Ordern mache ich alles. Es gibt einen Preis, ihr nehmt den und wenn der Preis nicht stimmt, finde ich ein anderes Produkt. Mein Anspruch ist, international in Europa zu bleiben. Bei Merch, Giveaway-Merch, Asien, was auch immer. So, ne, da geht's, solange die Fertigung noch Zertifikate hat und das ist alles halbwegs nachhaltig, Mode nachhaltig gibt es eh nicht, aber wir versuchen es. Diese Kette, die will ich aufbauen. Für Krombacher haben wir jetzt dieses Jahr das ganze Programm auf dem Splash. Die hatten so einen Stand zum ersten Mal. Ich habe mit meinen Jungs das komplette Programm aufgesetzt für beide Wochenende. Soli hat performt, die Litkids haben performt, Jungs aus Rojo und die Jungs aus Essling Stuttgart haben performt. Am zweiten Wochenende war KDM Shay, wir haben Panel Talks gehalten. Solche Consulting-Sachen machen wir halt auch, so, ne? Konzepte pitchen. Milka kam auf uns zu, die wollen was machen. So, weißt du, es gibt halt einfach Leute, die verstanden haben, dass wir gerade genau die Nische sind, die dem Mainstream oder der Corporate-Welt was zurückgeben können. Und das ist, glaube ich, so mein nächstes großes Baby und dahin geht's. Und da kann ich aber alles verbinden. Wenn ich solche Player an den Start hole, finanziere ich Act 6 damit, dann kann ich Werbung vielleicht mal einblenden, aber authentisch. Da steht Werbung, das fließt nicht ein, sondern ich sage, hey, dieses Magazin wird mit 3 Seiten Werbung finanziert. Gönnt uns das, drauf geschissen, es fließt nicht heimlich ein, ich will immer transparent sein. So. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was ich so in meinem Erschaffensmodus gelernt habe. Kommunikation, Key, Transparenz, Key, ehrlich sein, Key und im besten Fall zeigt noch die Zahlen, dann kann ich eh keinen angreifen. So. Weißt Safe, du, so, safe, ich kann mich nur bereichern, indem ich was für meinen Kopf tue. Geld ist so, okay, mir geht's gut, ich muss mir keine Sorgen machen. Hart auf hart habe ich ein Elternhaus, so, ich muss mir eigentlich keine Gedanken mehr machen. So, aber ich hustle ja trotzdem hart, aber das ist für das Erschaffen, für das Die Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung, genau, da geht es gar nicht mehr. Und am Ende ist das Geld ein Mittel, um irgendwas... Genau, und das Mittel habe ich so, dass ich mich so verwirklichen kann, ohne dass es mich auffällt oder dass ich Kopfschmerzen haben muss. Hatte ich auch andere Zeiten so. Ne? Ich bin in 8 abgeführt worden, weil ich eine 4.500 Euro Strafe nicht zahlen konnte und ich hätte die Tage in Stammheim irgendwann 2014 absitzen müssen. Da war ich mit meiner Ex, wir haben uns das erste Mal gedatet, so, kommen die Cops Sonntagmorgens 6 Uhr und nehme ich halt mit, Alter. Meine beste Freundin ruft meine Mom an, die fährt in Esslingen, Kalmbach, überall rum, sammelt Geld ein und casht mich halt. Die Stammheim-Türen gingen auf, die kriegen Funkspruch, jo, da ist gerade jemand am Sonntag gekommen mit 4.500 Euro Bargeld, so, ihr könnt umdrehen. Ich habe alles so dumm durch, weißt du, aber wegen Führerschein, ich habe voll viel Scheiße mit meinem Führerschein angestellt, ich habe 40.000, 50.000 Euro nur da rein versetzt, ohne Führerschein gefahren, C-Klasse zerlegt,
MPUs durch, BTM-Einträge, alles durch. So, ne? Ich hatte wilde Zeiten und das war so ein Learning und ab da 2014 mit meinem Dad kam halt so langsam ein halbwegs vernünftiger Micha bei raus. So. Hartes Opfer, würde ich rückgängig machen. Ich würde immer noch lieber ein verlorener Wichser sein und meine Mom zumindest ihren Partner gönnen, aber ja, man kann halt Sachen nicht beeinflussen. Es ist halt einfach so und wie gesagt, das Positive daraus pushen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Auch diese Transformation einfach, weißt du, von dem Micha zu dem Micha dann rüber zu gehen, auch das alles so hinzubekommen und einfach konstant zu machen, das ist ja auch kein Non-Given so, ne? Und aber das ist mir bewusst und ich habe auch noch viele Ecken und Kanten, so, ne? Meine Lebenssituation ist nicht optimal, ich habe keine Zeit zum Aufräumen. Ich habe jetzt eine Haushaltshilfe, weil mein Zuhause ist ein Dreckhaufen. So, ne? Das was Ordnung habe ich nie, weil ich so viel mache, nie Prio gegeben. So, ne? Deswegen sage ich so, dafür bräuchte ich eine Partnerin, die mir so, nicht die das macht, sondern die mir den Weg weist, die mir ein bisschen Struktur gibt. Genau, Struktur gibt, was das aber die auch mal dich in die Schranken weist. Genau, so, ne? Da sage ich so, da gibt es noch ein paar Feinheiten, die ich für mich gerade ziehen muss, aber das ist mir bewusst so, deswegen ist alles easy. Und ja, jetzt nächste Projekt ist dann YouTube. ja, erzähl mal ein bisschen davon. Ach, Wie kam es dann dazu? Weil ich meine, jetzt hast du wirklich einen Store, ein Magazin, du kriegst die Leute, die Community, also du hast den Ansatz zu den Community, du hast den Ansatz zu den Künstlern, du hast den Ansatz zu den Brands. Unterschiedlichen, den Brands. Du hast ein großes Konstrukt gebaut und jetzt, warum jetzt ein eigener YouTube-Kanal? Inwiefern macht das Sinn? Oder? Der ausschlaggebende Punkt dafür war eigentlich, Selbstdarstellung gefällt mir auch. Ne? Ich mag es auch, wenn mir Leute zuhören. Ich rede gern viel. Das ist auch so bestimmt ein kleines Ego-Ding. Aber in erster Linie ist mir über die letzten Jahre bewusst geworden, dass ich so viel erlebe, dass ich davon vieles vergesse. Und ich glaube, das YouTube-Konzept für mich ist am allergeilsten, weil das für mich so ein Tagebuch. Wir brauchen Trinken für den Bruder. Haben wir noch Wasser? Ich hab hier. Alles gut, ne? Alles entspannt. Ich nehme auch mal kurz einen Schluck. Ja. Und in erster Linie ist es dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ey, egal, ob das Leuten gefällt oder nicht, ich habe jetzt die Struktur, ich habe einen Cutter, ich habe einen Videographer, schaut auch an Rod, wo auch immer er sich versteckt. Ja, da ist er. Hinter den Kulissen ist er auch schon fleißig dabei und hört sich den Bullshit, den ich hier rede, an. Auf jeden Fall, jetzt ist der Zeitpunkt für mich da, wo ich das Netzwerk habe und ein qualitativ okayes Produkt wahrscheinlich rausbringen kann, das mich einfach begleitet und das aufnimmt, was ich erlebe. Und wenn es Leute feiern, cool. Und wenn das nur 3 Views bekommt, die ich fabriziert habe, die meine Mom fabriziert hat, meine beste Freundin und ein paar Jungs von mir, weil sie halt von mir nichts hören und nur sehen können, so, dann ist es mein Tagebuch. Und wenn das geil ist und anderen gefällt und den Humor, den ich habe und das Wesen, das ich bin, interessant für Leute ist, geil. Vielleicht funktioniert es, aber theoretisch ist es so, dass jetzt mein Kickoff mit Geld muss ich das in einem professionellen Rahmen machen und da kann ich weit nicht so viel abdecken. Guck mal, ich war auf Tour mit Soli, wir sind in Hamburg. Ich sehe so viel und da passiert so viel lustiger Scheiß. Wenn da jemand ganz Zeit die Kamera drauf hält, das ist einfach Gold wert für uns. Safe. Ja. Und wenn es andere erfreut, noch viel geiler. So. Wenn das nur Daumen runter bekommt, okay, dann ist es halt nicht für euch. Aber wir haben immer was, wo wir drauf zurückblicken können. Ja. Das Internet vergisst nicht und das ist halt mein Kopf, weil ich halt einfach merke, hey, keine Ahnung, 2018 erstes Mal Paris, wir sind mit Sharaf und Astrid Andersen essen, fahren 2 G-Klassen vor und Naomi Campbell und Skepta setzen sich zu unserem Tisch und ich habe halt Dinner mit Naomi Campbell. Das war halt einfach, meine erste Paris Fashion Week prägende Erfahrung aus dem Nichts so und das wird immer bleiben, aber da sind auch so viele andere krasse Sachen passiert und diese weiß ich halt nicht mehr so, ne? Das ist so ein Recap für mich selber. Die schönsten, kleinsten Momente, die Menschen eigentlich voll viel bedeuten, sind für mich so einfach nichts mehr wert. Oder ich reflektiere oder ich nehme es gar nicht wahr, weißt du, so, wir erschaffen so es passiert viel. so viel, dass du dich nicht erinnern kannst. Oder? Genau, und dass ich die Wertigkeit von den kleinen Dingen, so, ne, keine Ahnung, meiner Mama einen Blumenstrauß kaufen oder dass dir jemand ein Kompliment macht, so, ne, ich kann so schon nicht mit Komplimenten, wo du das vorher vorgetragen hast, Bruder, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Weißt du, ich war wirklich so kurz lost und sag so, Bruder, ich mach doch einfach nur, auf was ich Bock habe. Das hat für mich nichts mit Erschaffen zu tun. Und einfach so kleine Anekdoten für mich selber festzuhalten und zurückblicken zu können und nicht
nur diese großen Leuchttürme zu sehen, das ist, glaube ich, der Initialmotivator für mich gewesen. Und wenn es geil wird, dann ist es irgendwann Geld. Und wenn es Geld wird, dann kann andere wachsen und dann geht das nächste Projekt los und dann verwirklichen wir uns. Ich will mit Geld auch irgendwann noch eine eigene Kollektion rausbringen, so vielleicht 2024, 2025, wenn ich genug Knowledge dafür habe und wenn ich weiß, okay, das Baby ist jetzt, läuft jetzt, das ist alles cool, jetzt kommt der nächste Step. So, ne? Ich plane auch noch andere Sachen, aber jetzt mit den Kooperationen mit Künstlern, wo ich mit denen was aufbauen kann, deren Brand etablieren kann, das ist auch nicht so harte Arbeit. Weißt du, das Härteste ist ja immer eine Audience aufzubauen. Und ich habe so viele Audiencen aufgebaut, so ich kann mich auch mal irgendwo einfach reinklinken und sagen so, ey, ich kann was an den Tisch bringen, ich nehme meinen Hack daraus, die haben ein wertiges Produkt und das ist auch für mich cool. Ich sehe auf der Straße, wer trägt und was es trägt und was es war so. Deswegen ist das schon, solche Sachen helfen anderen mittlerweile mehr. So, ne? Ich will kein Virgil Abloh werden, so, ne? Rest in Peace, der hat krasse Sachen gemacht, aber es geht nicht darum, dass der Micha der erschaffende Designer werden will. Es geht halt Aber ich finde, das bist du auf deine Art dann. genau, also ich erschaffe halt einen Kosmos und der sich in dem Kosmos wohlfühlt, das ist cool. Ich fühle mich da immer wohler und ich finde immer mehr zu mir selber. Aber ja, guck, auch zu dem Videothema. Ich bin immer noch krasser Lebemann. Ne? Ich mache immer noch Nächte durch. Ich komme immer noch verzecht auf Arbeit und ich performe trotzdem noch so, wie ich performe. Ich ernähre mich sehr kritisch. Wahrscheinlich wird es irgendwann mal nächstes Jahr ein Ziel auch sein, ein bisschen sportlich aktiv zu werden. Das habe ich halt vernachlässigt. Wir bauen uns jetzt gerade ein Fitnesscenter im Office, damit ich das wenigstens dort machen kann. Weißt du so, man muss sich ja selber helfen. So, ne? Und der Knochen kommt halt nicht zum Hund. Ja. Ich finde es voll geil, weil das im Grunde genommen hast du in diesem ganzen Konstrukt jetzt quasi etwas erschaffen, wo du truly dich selbst kommunizieren kannst. Und damit auf der einen Seite natürlich business-wise personal Branding machen kannst. Und auf der anderen Seite einfach wirklich authentisch einfach dein Leben leben und deine Ansätze verfolgen. So. Und im besten Fall noch jemand was mitgeben, von dem er halt auch selber profitieren kann. So, ne? Selbst wenn das nur ein Satz aus dem ganzen Gespräch war, wo jemand sagt, ey, das hat mir weitergeholfen, dann ist mein Job schon erledigt. So, dann habe ich alles erreicht, was ich halt erreichen wollte. Und ja, dann irgendwann das YouTube-Konstrukt ausbauen, dann kannst du auch Vlogs machen, wie du im Fitness dich kaputt machst. So, wenn die Audience sagt, wenn wir, keine Ahnung, Motocross fahren gehen, nehmen wir das auf. Wenn wir in Amerika auf die Shooting Range gehen, nehmen wir das auf. Wir gehen ComplexCon. Wahrscheinlich ist ja auch schon irgendwas draußen, aber ja, das finden voll viele Sachen statt, wo voll viele Leute gar keinen Access haben und das ist für uns schon normal geworden. So, wir haben das Privileg, auf jedes Konzert eingeladen zu werden, gefühlt auf jedes. Ne? Ich zahle trotzdem meinen Eintritt, so die Künstler sollen Geld verdienen, aber wir können Backstage, wir können dies machen. Das sind einfach Einblicke. Ich hole mir darauf keinen runter. Ich sage nur so, wenn wir das jemand zeigen können, dann ist es ein Mehrwert. So, ne? Ich habe meine Erlebnisse gemacht und ich kann immer irgendwo andocken und sagen so, yo, lass mal was machen. So. Du plantest überall mit jeder Millisekunde Content irgendwo ein Seed in jemanden, in dem Kopf von jemandem, wo der wachsen kann. Einfach ein kleiner Seed, der da gesetzt wurde und der, egal, 5 Jahre später oder 10 Jahre später, auf einmal mal einfach wachsen kann und eine Inspiration sein kann für unterschiedliche Und Leute. das ist auch voll die geile Brücke, das machen wir hier mit den Events auch. Die Leute sollen, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Community-Hub soll das sein. Die sollen sich hier wohlfühlen, die sollen sich hier austauschen, auch wenn es erstmal nur bei Events ist. Wir haben jetzt die ganzen Bänke, im besten Fall hängt man hier auch an einem schönen Sommertag, holt sich seinen Kaffee so, ist ja auch for free, und hängt einfach so, ne? Tauscht sich aus. Und, ich habe dich, glaube ich, angespuckt. Kein Problem. Und wenn sich das erweitert, ist so Heido, ein Kumpel von mir mit Neuköllnerin, der hat so eine Cereal Bar in Neukölln, das ist auch so ein kleiner Hotspot für die New Wave an Rappern geworden. So, ne? Und mit dem zusammen haben wir jetzt auch seine CI überarbeitet, Neuköllnerin 2.0, es wird erwachsen, er hat daneben noch einen Kaffee, daran arbeiten wir auch und das sind so Hobbyprojekte, weißt du, nicht einfach so, das sind meine Jungs, warum sollen sie nicht wachsen und wenn ich dazu was beitragen kann und wenn das dann zufällig noch der Creative Designer von Puma ist, der die CI macht, weil er Bock drauf hat, dann wird da wahrscheinlich was Krasses bei rumkommen und normalerweise würdest du 10.000 chargen müssen für das. Und
Brücken bauen. Safe, So. ja. Das ist, glaube ich, das, was ich am meisten machen will, aber authentisch. So, ne? Ich brauche keine Money-Deals mehr. Ich will keine Money-Deals. Ja. Ist cool, wenn du A und B verknüpfst, so, da gibt es Corporate-Firmen, die das brauchen, aber so in unserem Netzwerk, so genauso wie wir sagen, ey, wenn ihr mir helfen könnt oder ich euch helfen kann, Ja, Mann. Safe. dann ist das the way to go. So, ne? Safe. Die Jungs von ASNC, so, ne? Mal gucken, wie man die supporten kann und wo es halt hingehen kann. Ja. Die Essenz von dem Ganzen ist, es ist Offenheit da, die ich in meinen 20ern, ich bin jetzt 32, also so alt bin ich nicht, damals nicht hatte. So, ne? Entweder habe ich gesehen, wie man es nicht machen soll, oder man wurde ausgegrenzt, oder es gab halt immer irgendwelche Fuck-Ups oder Wege, Sachen, die dich aufgehalten hat, und jetzt ist so, kommt alle an den Tisch, es ist genug Essen da und für den Kuchen reicht es auch noch. Ja, So, ne? Mann. Ja, Es Mann. ist nicht mehr so, dass du dich von Krümel ernähren musst. Du kannst Voll. plenty fish in the sea. So. Voll. Und ich habe immer den Eindruck, dass manchmal, also immer irgendwie der Ansatz, man passt immer mal seine Träume den Möglichkeiten an, aber eigentlich müsste es genau andersrum So, sein. ich sage auch so, ich habe keine Träume, ich habe nur Ziele. Jo. So, weil es gab leider nicht, also den Rückschlag muss ich vielleicht erstmal auch wieder erfahren, aber den hatte ich, wie gesagt, mit meinem Dad so. Es gibt aber seitdem nichts, was ich mir vorgenommen habe, was ich nicht erreicht habe. Egal, ob es ein Jahr dauert, 2 Jahre dauert, 3 Jahre dauert. Es wäre auch langweilig, wenn alles so klappt. So, ne? Ja, Mann. Leider Ja, klappt es zu schnell oft so und das ist dann, deswegen siehst du halt auch kleine Sachen nicht mehr. So, ne? Das Starven nach größer, schneller, weiter, krasser. Das ist menschlich, glaube ich. Dass du dann Mag irgendwann. schon sein. Du hebst halt komplett ab, so, aber ich glaube, das ist auch so, wenn, auch so für mich mein selber Erden, wenn ich viel rumgereist bin oder aus Paris komme und in dieser verblendeten Welt unterwegs war. Ich habe an der Frankfurter Allee gewohnt, in der WG, und da ist Regenbogenkiosk und Pizza XXL. Einfach so ein Trap-Kiosk oder Späti, der da halt ist. Und immer 1, 2 Tage, nachdem ich wieder zurückgekommen bin, wir schießen uns da ab und ich erde mich da, ich sehe, was auf der Frankfurter abgeht, ich sehe die Samariterstraße, ich sehe, was echtes Leben bedeutet, und ich habe meine Späti-Jungs, die jeden Tag dort hustlen. Und ich bin mit denen und ich fühle mich nicht anders. So, ich bin kein Stück anders, ich mache vielleicht was anderes, aber In dem Moment bist du wieder. Genau, ich bin genau da und Ja. ich bin genau dieser Ja. Mensch und ich mache nichts anderes und ich habe genau das gleiche Recht zu existieren wie die auch. So, ne? Auch wenn man davor so durch die Straßen gelaufen ist und abgelichtet wird wegen krassen Outfits Mann. und eine ganz andere Wertschätzung Übel und wichtig, komplett Digga. Übel wichtig. verschobene. Und dieses Erden muss man halt, glaube ich, voll oft machen. So, Ich ne? habe genau das, glaube ich, war es in einem Log? Nee, ich glaube, wir haben persönlich drüber geredet. Das war so vor, ich glaube, 4 Monaten. Da haben wir auch so übel, keine Ahnung, sind sehr viel ins Praktische gegangen und waren so verschiedene Produktionen koordinieren, alles ballern, Creative Direction, dann konzipieren wir den Log gleichzeitig. Und ich bin so irgendeinen Abend dann wieder mit meinen Jungs aus Schöneberg gewesen. Wir sind in so einem Hinterhof, Digga, und trinken in einer Hand Jägi, in der anderen Hand Fanta und so. Ich Ja. war so, ich brauche das. Ich brauche manchmal safe. diesen Escape. Moment, wo ich einfach nur wieder dann das bin. Also dann das Grounded. Das gibt dir so das, okay, ich kann das, aber deswegen bin ich nicht anders, als ich früher war. Genau. Oder kann nicht mehr mit den Leuten chillen, mit denen ich früher gechillt habe. Safe. Aber das finde ich interessant, weil du meintest, manche Freundschaften hast du verbrannt. Sind das so eine Freundschaften oder sind das Freundschaften, die. Das sind eher, ich glaube, die Freundschaften, die da verbrannt sind, sind meistens schon Interessen-Industry-based gewesen. So, ne? Die kamen, das waren Wegbegleiter, man hätte die Welt erobern können, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Man hat sich dann doch auseinandergelebt. So. Aber es waren innige Beziehungen, die auch mir geholfen haben, da hinzukommen, wo ich jetzt bin. Meistens so business-wise, aber man hatte ja auch ganz viel Freundschaft und aus dieser Freundschaft ist dann Business geworden und da sind ein paar verbrannt oder auf der Strecke geblieben. Aber guck mal, Menschen kommen, Menschen gehen so. Du darfst auch nicht allem hinterherheulen. So, ne? Wir sind alle nicht fehlerfrei, wie ich das schon gesagt habe, und wir sind halt auch begrenzt nur hier. Das heißt, wenn irgendwas nicht passt oder wenn man sich unwohl fühlt, dann müssen Menschen auch lernen, früher so den Escape-Knopf zu finden oder den Escape-Schalter. So, Menschen verweilen viel zu lange in unangenehmen Situationen. So. Sei es Beziehungen, sei das Arbeitsverhältnisse, sei das, keine Ahnung, die knebeln sich für Sachen, obwohl sie nicht dahinter stehen und nehmen sich die Selbstverwirklichung. Ne? Ich rede nicht davon, dass nicht jeder sein 9-to-5 nachgehen soll. Das ist wichtig für die Gesellschaft und ist auch alles richtig, wie es ist. Aber man sollte sich nicht ganz hinten anstellen. Hobbys,
was für sich und seine Familie tun Ja. und was auch immer. Wenn du merkst, du kannst das nicht mehr aus dir rausholen, weil dich irgendwas anderes aufhält, dann darfst du nicht an dir selber zweifeln und die Leute oder die Sache in Frage stellen, sondern den Grund eliminieren, der dich aufhält. So, und das müssen, glaube ich, viele lernen, oder das lernt man, glaube ich, im Weg des Alterwerden von Young Gun 16 bis 30. Ich glaube, so die wichtigsten Jahre in meinem Leben sind zwischen 27 und 30 gewesen für mich so. Da habe ich am meisten Reife. Aber weil ich da auch Spätzünder war, wie gesagt, so die Jahre von 18 bis 24, die kann man bei mir sollten nicht so an die Öffentlichkeit kommen, was wir da alles gemacht haben. Ich war auch noch davor, keine Ahnung, auch das Digitale, so, ich kann voll viele lustige Anekdoten erzählen. Mein Dad hat mir damals so eine Vorrichtung gebaut, damit man die Kamera im Kino zwischen den Sitzen so positionieren kann, dass sie perfekt durchfilmt, und ich war einer, der die Filme halt hochgeladen hat. Ich war im Kino, habe die aufgenommen, gescreent und dann hochgeladen. Und mein Dad hat mir noch die Vorrichtung gekauft, weil der mir noch gesagt hat, welche Filme ich screenen soll. Weißt du? Ich habe auch solche Sachen schon. BKA, das ist verjährt, ja. Ja, und da sind noch ganz viele dunkle Geschichten, die ich da noch rauskramen kann. Ja. Aber generell ist es erstmal mein Werdegang, den wir mal angeschnitten haben, die Vision, die Gate verkörpert. Hast du Idole oder Mentoren, die dich auf deinem Weg begleiten? Ich habe viele Leute gesehen, auch so ein bisschen aus der Unterweltrichtung, die mir gezeigt haben, wie ich es nicht machen soll. Von ganz klein bis ganz groß. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt, und das ist so mein Mentoring gewesen, ohne das personenspezifisch runterbrechen zu können. Was meinst du genau mit nicht machen soll? Also quasi so Wege, die man nicht einschlagen soll, oder Genau, was? Scheiße bauen, Okay. illegalen Bullshit, schlecht mit Menschen umgehen, falsche Werte verkörpern, sowas habe ich sehr früh gesehen. Hat mir auch meine Menschenkenntnis in dem Milieu, lernst du sehr schnell sehr viel. Auch weil viele nicht gönnen oder nur an sich denken, aus was auch immer, drauf geschissen. Auf der Basis, ich muss ab und zu nochmal in die Kamera gucken, hallo. Auf der Basis, und dann, Marc ist mein großer Bruder, von ihm konnte ich viel lernen, was so Strukturierung angeht, was so Ziele erreichen, verwirklichen angeht, auch viel organisatorisches, finanzielles, strukturelles so. Mein Dad, meine beste Freundin, meine Mom und dann mein engster Freundeskreis. Ich glaube, das Umfeld, das ich mir jetzt erschaffen habe, und alle Leute, die auf der Strecke geblieben sind. So, aber ich glaube, so. Also eher so Vorbilder alle auf Augenhöhe. Genau. Also ich glaube, gibt nie. Ich würde mich selber anlügen, wenn ich auf Krampf jetzt jemanden suchen würde. Ich beschäftige mich auch viel zu. Guck mal, das ist genauso auch business-wise. Ich gucke nie nach Competitors. Ich mache einfach meins, und das ermöglicht mir überhaupt so frei darin zu sein. So fucking wertvoll auch. Einfach nicht lenken oder biegen. Manchmal vielleicht zu naiv oder zu rosarote Brille, weil man vielleicht mal nach links und rechts gucken sollte. Das heißt nicht, ich schließe es nicht aus. Ne? Ich habe nicht Scheuklappen auf. Ich sage nur so, juckt mich gerade nicht. Ich beschäftige mich mit all dem, was ich mag, so intensiv, dass ich gar nicht mehr gucken muss, dass eine Unsicherheit aufkommt. So, ne? Und das kann ich auf alles, glaube ich, für mich aktuell übertragen. So, ne? Ich gucke gerne, oder es gibt für mich bestimmt so aspiring People, aber das sind so Momentaufnahmen. Keine Ahnung, ich müsste jetzt sagen, Walter von Beirendonck als Designer zum Beispiel, für mich Legende, der Typ. Ne? Der hat mich zu sich in den Showroom eingeladen. Der hat mir handschriftlich aufgeschrieben, wo man in Antwerpen essen gehen soll, was die besten Museen sind. Ich habe mir das eingeframed, weil er den Weg für eine ganze Generation und noch darüber hinaus geschaffen hat und nie von seinem Weg abgekommen ist. Ja. Er macht immer noch sein Special Fashion Ding, ohne sich jemals verkauft zu haben. Ja. Sowas ist krass für mich, weißt du? Und dann könnte man das adaptieren auf E-Sportler, keine Ahnung, der Razer Clan, Iconic for immer oder SK Gaming, weißt du, so, das sind aber in ihrem spezifischen Kosmos so Idols, die aber eigentlich gar keine definierbaren Idols sind, so, ne? Einfach straight geradlinig geblieben, so Musiker, wer ist sich da treu geblieben, keine Ahnung. Lil Peep zum Beispiel hat was Eigenes erschaffen, ist jetzt nicht mehr da, aber ist immer er gewesen. Young Lean hat sich verloren, wiedergefunden. Also diese Einzigartigkeit. Genau, einfach das Wiederkehrende und vor Augen führen, dass man einfach genau das machen soll, was einem das Innere, meistens hier, Herz ist ja so eine
Illusion, aber was man halt denkt, was richtig ist, instinktmäßig handeln. Ich glaube, das ist das, was mir am meisten mitgegeben hat. Und sonst so Aspiring. Was ist Stuff, der vielleicht jetzt gerade ansteht in der nächsten Zukunft, auf den du dich richtig freust? Ich habe mir jetzt gleich 3 Supermotos geholt, also Motorräder. Let's go. Und ja, das Sick. ist nächstes Jahr so, hoffentlich keine Knochen brechen, aber Wheelies poppen und das aufs Beste lernen und Vollgas geben. Darauf freue ich mich. Ich wollte es dieses Jahr schon machen, hat sich zeitlich, da musste ich privat wieder zurückstecken wegen den ganzen Projekten. Aber darauf habe ich mega Bock. Und dann so Bucketlists, ein bisschen reisen. Ich will unbedingt nach Kolumbien, will das Land mal sehen, will meine Actions da machen, will alles ausprobieren, will mich ausleben. Habe ich mega Bock drauf. Dann wahrscheinlich so Stunny-Shit wie Fallschirmspringen habe ich Bock. Geil. So einfach alles Extreme, so meine Grenzen weiter pushen. Ich glaube, das ist für nächstes Jahr so, und das machen wir hoffentlich dann jetzt in der Konstellation zusammen. Sehr Bock auf Knochenbrechen. Er hat mich damals, meinte so, ey, wir gehen nochmal Motocross, kommst du mit? Aber es so, man hat schon einen ganzen Körper, also, wie heißt das? Spannung? Nee. Muskelkater? Ja. Du meinst so, ja, man kann sich da auch was brechen und so. Ich war so, Digga, ich bin raus. Bruder Lenny hat so den Abgang gemacht. Ich war so raus. Schon das Bike auf. Aber die haben auch Fresse alle geschoben. Die haben gesagt, die sind Profi-Motocross-Fahrer. Die saßen einmal auf dem Motorrad im Leben. Weißt du, was erwartest du? Du kriegst da 250 Kubik und einen Arsch, Alter, und fährst solche Berge mit Sprüngen, Alter. Natürlich machst du einen Abflug. Ja, wir sind Expertenklasse. Ihr müsst uns nicht erklären. Jock, wohin mit euch, Alter? Wirklich, macht Anfängerkurs, dann ist das alles gut, Alter. Und ja, dann können wir so Unternehmungen, auf was ich Bock habe. Paintballen will ich unbedingt mit einer geilen Gruppe. Einfach diese Gemeinschaftsaktivierung fördern. Und ich bin jemand, der das antreibt. Den LA-Trip habe ich auch komplett geplant. Ich habe Excel-Listen gemacht, Aufgabenlisten und so. Weißt du, ich habe Bock drauf. Und auch wenn ich der Einzige bin, ich mache das, weil wie zum Anfang schon gesagt, ich gebe das, auf was ich Bock habe, zieht mit und im besten Fall kommt irgendwann Dankbarkeit und Respekt zurück, dann bin ich happy, so, weißt du. Das ist, glaube ich, das. Und ansonsten, was ist bei euch so, guck mal, ich führe hier Monolog, Alter, aber es ist auch interessant, was ist eure Bucket-To-Do-List oder actionreiche nächstes To-Do? Also actionreich. Oder generell? Alles. Ich hab Bock auf alles einfach. Also ich bin ganz, ganz wild, ich weiß nicht warum, aber ich meine, ich habe auch schon das Glück gehabt, super viele Sachen auch mal erlebt zu haben so und bin selbst auch der konstante so Striver nach so neuen Extrem-Stuff und ich weiß gar nicht, also ich hatte richtig Bock, ist mir letzte Woche erst wieder in den Kopf gekommen. Ich glaube, weil bei mir ist es auch immer so, wenn viel passiert, dann gehe ich auch wieder zurück und so, okay, ich muss jetzt irgendeine Extreme wieder machen. Ja. So, let's go, irgendwas raussuchen. Ist mir wieder tatsächlich Fallschirmspringen in den Kopf gekommen. Ich wollte schon immer mal weißt du, nicht mit jemandem hinten dran springen, sondern dass du wirklich alleine springen kannst. Weil so, ich glaube, das geht aber auch, ohne dass du so krasse Schulung machen kannst. Nicht? Genau, mittlerweile geht es, glaube ich. Ja. Und ich will das halt unbedingt machen. So. Ich will unbedingt selbst dafür verantwortlich sein, ob ich jetzt da verrecke oder nicht. Ja, habe ich auch Bock drauf, kann ich nachvollziehen. Ja, voll. Und ja, also alles, was Sport angeht, bin ich sowieso immer down so. Und sonst, ich glaube, dass auf dem Extremlevel, ich finde, das kann man auch aufs Persönliche immer übertragen so. Und da bist du auch wieder safe eine Rieseninspiration einfach, weil ich kann damit nein, ohne umgehen. Ja, ist doch nicht schlimm, aber ich meine, es ist einfach so, einfach honest, so, weißt du? Und einfach zu sehen, dass so viele Sachen gleichzeitig passieren können. Weil viele in seinen eigenen Umfeldern oder selbst wenn man schon mal auch noch ein bisschen weiter rausguckt, man kriegt wenig Insights zu dem, wie so ein Leben aussehen kann mit so vielen krassen Happenings. Und was mir das krass an Thriving Momentum so geben kann, ist einfach zu sehen, es gibt die Möglichkeiten, viele Sachen gleichzeitig zu machen und viel Output zu generieren. Und ohne dass die Qualität darunter ableitet. Ja, ich glaube, das ist überwichtig. Also ich kann ganz viele Sachen, oder man kann immer viele Sachen anfangen. Ja, aber wenn du nichts gut bist, dann... Genau. Aber irgendwann fällt auch die Sache von alleine, glaube ich, raus. Wenn man die anfängt und du merkst, okay, ist die Leidenschaft nicht so krass oder nach 2 Monaten ist auch nicht so geil, dann sofort raus damit und dann das nächste und so. Und einfach ausprobieren so. Und ich glaube, das ist für mich auch ein Extrem, weil auch gerade in der GmbH-Gründung und auch gerade einfach neue Sachen hochziehen, gleichzeitig auch Private Life hingeschissen bekommen und all die Sachen, genau, Leben einfach. Und ich glaube, da einfach in das Extreme reinzugehen und die Pace einfach erhöhen. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich mich ganz, ganz krass jedes Jahr irgendwie auch versuche dran zu erinnern und tatsächlich auch jede Unterhaltung immer dazu weiter fuelt. Und ich bin einfach jemand, ich habe krass Feuer in mir so und ich will dieses Feuer einfach die ganze Zeit konstant nach rausschießen und
das muss einfach passieren und ich will, ja, das ist so der Stuff, Geil. der bei mir so ansteht, auch extrem wise. Ja, bei mir ist nur seine Pace halten zu können. Das ist das Einzige, was ich schaffen will nächstes Jahr. Einfach nur die Pace halten. Aber also Fallschirm auch safe. Ja. Ich glaube, ich brauche schon so einen Dude dann hinter mir, weil also der Gedanke so gibt mir schon bad Anxieties. Aber ich will es unbedingt machen, weil ich glaube, dieses Gefühl so runter zu gucken, das muss krank sein. Ich gucke mir voll auf dieses Baumgarten-Video an, wo der aus dem Weltall runterspringt. Das ist richtig krank, so wenn man, also ich weiß nicht, was für Eier du haben musst, um das machen zu können. Aber Auch wie fit du sein musst. Ja. Vor allem Ja, auch bei so ja, einem okay, aber das Baumgarten, ist das müssen wir ja gar nicht drüber reden. Aber ja, so, Das- das und ich glaube, wir hatten auch mal drüber geredet, Surfen. Finde ich auch geil, Ja. ist jetzt nicht extrem, Nee, extrem, aber aber es ist Killer. so richtig kranke, also muss jetzt nicht diese 40 Meter hohen Wellen sein in Portugal, die sind vielleicht ein bisschen zu viel, aber so, ich habe als Kind immer Könige der Wellen so geliebt. Kennst du den Nee, Surfs Up? Nee, aber Mit dem Pinguin? Kenn ich Come auch on, nicht. man. Kenn ich auch Nein. nicht, what? Bruder, Filme müsste, sowas dürfen wir jetzt gar nicht anfangen. Da bin Ich glaube, ich bin einfach ein krasses Disney-Pixar-Kind, so. Aber das hat mir so irgendwie so geil, so mittelblaues Wasser und so Muscheln und so ein Holz-Surfbrett, einfach diese Bilder im Kopf, diese Ja. Objekte und dieses Ding, das kickt mich. Ich will es einfach dann so an einem Strand, wo keiner ist, nur ich. Ja. Und dann surfe ich da einfach so. Let's go. Ja, aber da kann ich auch nochmal einhaken. Ich habe mir jetzt so einen Transporter gekauft, den lasse ich jetzt über den Winter zum Camper umbauen, damit meine Bikes hinten rein können. Und dann Nice. ist so Ja. Portugal, Gibraltar, Runde, hoch, Monaco Mhm. einmal und da mit den Supermodus langfetzen. Das ist so, glaube Jo. ich, mein Goal für nächstes Jahr. Das will ich unbedingt machen. Und dann das Gleiche, je nachdem, wie viel Urlaub ich habe, das auf der anderen Seite, Kroatien, da runter, Geil. bis nach Griechenland und wieder hoch. Da einfach so etappenweise 2 Tage da, Bikes raus, gib ihm Bikes wieder Geil. rein, nächstes Ja. Land. So, das glaube ich, so mein To-Go. Aber ich habe auch Angst davor, weil das so ein nächstes Lifetime-Goal ist für mich, so die Freiheit zu haben, also die komplette Freiheit. So, ich will den so umbauen, dass ich im Camper auch 2 Bildschirme habe, anstocken kann und auch mal einfach arbeiten kann. Und dann ist es halt so, okay, mein Mobile Office mit meinem Joy of Life, Mhm. was muss ich danach erreichen, weißt du, so, solche Ängste verfolgen mich schon. Ist eigentlich voll traurig so, ne? Also teilweise, ne, man Ja, pressert sich halt ja. so, das ist ja auch das, was ich gesagt habe, meine größte Angst, wenn ich diese Angst habe, ist, dass dieser Drive, den ich habe, irgendwann nicht mehr gesättigt werden kann. Mhm. Weil ich bin, der Drive, der ist in mir drin, den kriege ich nicht raus. Und Ja, ich glaube, der ja, wird ja. auch erstmal nicht langsamer. Aber ich kann mich nicht zu zwingen, mir neue Hobbys anzueignen, um daraus irgendwas zu machen, was diesen Drive befriedigt. Ja, ja. Das Boah, glaube ich. interessant. Das, Take it as you go, so, ne? ja, aber, natürlich, mein- aber ja. von dem Ansatz halt her. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann ein Punkt von Verantwortung sein kann. Ja, fair. Also kann zu Bei einer mir wird Partnerin, Kids eventuell so. Kinder, Genau, genau. Ich glaube, wenn man 100%. Kinder kriegt, dann, das sagen, glaube ich, alle, das ist so ein Turning Point. Du checkst gar nicht, was passiert Ja. von der Bedeutung. Mag Auf einmal ist dieses Wesen ist komplett verantwortlich. Genau, aber dann Äh, im besten Fall hast du viel Bucketlist schon abgehakt. Ja, Du kannst genau. dich voll darauf konzentrieren und dann Ja. ist noch Winning, weil dann nichts. Ich komme aus keinem perfekten Elternhaus so und ich will es aber vorleben. So und ich habe gesehen, was nicht cool ist. Mhm. Wir können es, Ja. glaube ich, wir sind die erste Generation, die das so gesellschaftlich vollkommen hinbekommen könnte, Mhm. einem Kind mit einer Awareness für diese Verpflichtung ein sehr geregeltes Leben zu bieten. Behaupte ich. Wir haben wieder andere Challenges, glaube ich, Smartphones und alles. Safe, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. So, ne? So die Rückhalt, Base, emotional. Base ist da, genau. Ja, ja. Wir sind, Bin ich unsere bei dir. Mindsets sind, glaube ich, da sehr ähnlich. So, okay, das ist eine Bindung fürs Leben. Natürlich kann man eine Partnerschaft nicht beeinflussen, aber wenn dein Kind ist, dann hast du eine Verpflichtung. Ja. Du willst Safe. 2 erwachsene Menschen, Mann und Frau, kann natürlich auch anders sein, das soll ja gar nicht wertend sein, aber das Grundsetup, wie es gegeben ist, nutzen, damit eben da dem Leben lebenswertes Leben ermöglicht wird. Das ist, glaube ich, sehr, sehr erstrebenswert. Und ja, ich glaube, Absolut. dann ist einfach weiterhin gesund bleiben und weiter oder so viel Scheiße bauen, dass man leben konnte. Auf jeden Fall. Ey, Micha, danke für Richtig. deine Zeit, danke für den geilen Talk. Ey, ich Wir hab's haben sehr so viel enjoyed. abgeklappert und Wir haben noch nicht mal danke. alles Ja, abgegrast, absolut. aber Da es ist war auch trotzdem super. sehr- Teil 2, da kommt noch Teil 2. Da kommt noch was. Ich danke euch, Danke dass dir. ihr hoffentlich bis hierhin zugehört habt. Ich übernehme das, was die Jungs auch am Anfang gesagt haben. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, liked und kommentiert für den Algorithmus. Let's fucking go.
Ich glaube, das ist Ja. wie das die YouTube-Szene macht. Ansonsten, Micha ist raus. Wir schicken auch alle rüber zu ihm. Also alle sowieso auf deinen Ja, Kanal Mann, auch. safe. Mit also Safe, an dem safe, Tag, wo das raus ist natürlich deins hoffentlich auch schon am Werken. Ihr könnt das hier auch sehen. Ja, let's go. Klickt hier drauf, genau. Klickt da drauf. Und falls ihr die Episode davor noch nicht gesehen habt, hier, Right. damit hier Ja. noch ein kleiner Cringe-Faktor reinkommt. Sick. Perfekt.